Einen wunderschönen guten Abend draußen. Es ist Samstag und mal vor der Sommerpause heißt es Momento. Hey, wir sind immer noch in der Renaissance. Ich habe meine Maus gefunden. Geht's euch gut da draußen? Ich hoffe doch. Ja, wie gesagt, heute ein letztes Mal freies Bauen. Ein paar Dinge noch fertig machen. Wir gucken uns ein bisschen hier was an. Ja, wir sind alle doch relativ aufgeregt und ein bisschen auch im Stress, weil wir wollen ja hier so halbwegs fertig werden. Und ja, ohne Wenn und Aber wird morgen auf jeden Fall die dritte Aufgabe. Ja. Hallo, Champ. Guten Abend. Ja, also die zweite Aufgabe, wie gesagt, da hat uns der Frei ein bisschen vergessen, aber das ist nicht schlimm, weil der kann der Essenzen auch nachreichen. Mhm. Ja, war ein bisschen chaotisch, aber wie gesagt, ihr wisst ja, wir haben das Team ein bisschen umgestellt, zusammengeschmissen und viel gebaut, viel gelacht, viel geweint. Ja. Aber ich finde, diese Epoche ist uns wirklich mega gut gelungen und wie gesagt, sehr, sehr stolz auf mein Team. Ich stehe übrigens gar nicht so weit weg von dem Brunnen da hinten. Ich denke mal, die laufen einfach mal schon. Wartet mal, ich muss. Okay, meine Invoice ist an, alles ist okay. Ich hoffe, ihr könnt gut hören und habt keine Drohnenabbrecher. Wie gesagt, wird die Sommerpause natürlich den technischen Fällen. Okay, dann laufen wir. Können uns ja ein bisschen schlagen. Am Michel vorbei. Ach ja, ein bisschen weh ist mir am Herzen. Da also bei mir ist die Sprachaktivierung Oh Gott. Oh bei nein. minus 85. Hallo. Hallo. Ja, ich komme Schau mal. Ich bei minus. glaube, Äh, das Son Ah, hat ja, irgendwie Schwelle, komische ja, ähm, okay, Ausprägungen. ja, Schwelle, was Schwelle, zur Hölle Schwelle. geht hier vor? Ja, ich habe minus 50, Oh dann Gott. muss ich noch weiter herunter. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat irgendwer ein gemütliches Eckchen hier eingerichtet. Ich war es nicht. So, Wieso was? siehst du jetzt wirklich nicht mehr wie ein Zwerg aus? Du siehst aus wie ein bärtiges Einhorn. Ich glaube, das liegt am Horn selber. Da meinst das, oh Gott. Welches Horn? Er verwandelt sich in ein Einhorn mit Bart. Und wieso zum Teufel siehst du, warum? Ich glaube, dir ist kalt. Du siehst aus Nö, wie, was ist denn mit dir nö, passiert? ich fühle mich normal. Nick, Niki, kommt Niki heute Abend? Irgendwas? Ja, Ich, die ist gerade auf den Server gejoint. okay. Sagt mal, ist irgendwas in eurem Elbenreich passiert, dass die hier alle so merkwürdig aussehen? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Weil, Aber wir haben auch schon lange keinen Kontakt mehr zum Elbenreich gehabt. ja deswegen, aber das ist ja langsam sehr merkwürdig. Nur die Oder ob das Bubu war was, schuld daran. Nur oder die ob das Bubu was war mit schuld dem daran. zweijährigen Jubiläum im September zu tun hat, dass die alle so Nur die merkwürdig aussehen. Bubu ist schuld daran. Nur die Bubu Ja, ist schuld wer daran. weiß. Nur die Bubu ist schuld daran. Aber wenn Nur Gucci die die ganze Bubu Zeit so ist singt, dann schuld verstehe ich keinen daran. Ton von dir, Nur was du die Bubu dir ist schuld erzählst. daran. Ja, 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 ja. Ähm, Okay, der Gusch kann ich nicht mehr heißer stellen. oi. Hallo Was hast Niki. du gesagt? Oh. Mu, mu, Ah, und Aua, meine hallo Rio. Ohren! Schrei doch nicht so rum! Wir sind nicht Naja, taub! ich weiß auch nicht, warum der Zwerg zum Einhorn mutiert. Ich weiß es nicht. Gehen merkwürdige nur Dinge die vor Bubu Rio. ist schuld Und übrigens, hallo daran. da draußen Nur zu die Twitch. Bubu ist schuld daran. Ich habe gar Nur nichts die gemacht. Bubu ist schuld daran. Nur die Bubu ist schuld daran. Nur die Bubu ist schuld daran. Da, da, bum, da, bum, da, bum.
Also, Buburum, bum, oh bum, Mann, bum, So, ich habe bum, Gucci jetzt bum, auf bum, minus bum. 88% gestellt. Jetzt könnte ich dich, glaube Ja, ich, dann besser hörst du mich hören. ja nicht mehr. ah, Dann hörst du mich ja nicht mehr. Ja, Dann muss ich will ein- Bubu dann muss- hören, die redet die ganze Zeit und du singst und quatscht die ganze Zeit dazwischen. Wie soll ich sie denn dann verstehen? Das geht doch nicht. Ah, hat sie was gesagt? Ich habe nichts verstanden. piep. Okay, Gucci ist Kein bei mir Wunder, jetzt wenn bei du die minus ganze 98. Zeit so laut bist. Ich weiß auch nicht, ob der ein Megafon benutzt. Hallo? Hört ihr mich jetzt? Ja, Ja, wir Nuri, hören wir hören dich. dich. Ah, Jetzt- super. jetzt- Falscher jetzt- Knopf. Aha. Seid ihr übrigens auch schon so aufgeregt? Weil morgen treten wir ja die Reise aus der Epoche an. Ich habe keine Ahnung, wohin es geht, aber ich bin froh, wenn wir hier weg sind. Jetzt, ja, Wusi, Ja. wo geht's wie an den siehst du Nordpol? denn aus? Er das liegt verwandelt am sich in ein Horn. Einhorn mit Ich Bart. langsam in ein Einhorn. Ich weiß auch nicht, das ist so. Du siehst aber richtig niedlich aus. Ah, sehr toll. schick. Okay, danke. Ich mochte den Zwerg. Jetzt haben wir ein Zwergeinhorn, ein Einhorn mit Bart. Das ist auch nicht schlecht. Gut, dass Gucci leise ist. Bei mir im Ohr ist er nicht leise. Chef, wie ist es bei dir? Ist Gucci zu laut oder geht's? Und Also hallo ich- nochmal an Ei, alle. Ich Champ konnte ist ja Hi. eben nichts sagen. Unser Alles lieber gut. Champ ist nämlich als Zuschauer heute auf YouTube mit dabei. So. Oh, Champi, ich habe sein Champ, Video hallo. gesehen. Ja, ich auch. Ich freue Und mich. kommentiert und geliked natürlich. Genau. Es liegt ein Fisch auf dem Weg. Hallo. Es Kai. liegt ein Fisch auf Hallo. dem Weg. Ich weiß Nee. nicht, Hallo, Kai. was hier passiert, aber du noch normal aus. Zieh dich mal bitte aus. Ich glaube, Moment. Ich soll mich ausziehen? Deine also nur die Rüstung. Rüstung. Nein, lieber nicht. Nicht die komplette nicht. Kleidung. Nur wenn du, nur Das wenn Bisschen du was einen anderes hast du Bauchnabel auch an. hast. Bist du ein Ja, Ei gefallen? ja. Ich habe mich paniert versehentlich. Darf ich Mit mal Brille. abreißen? Nein, au, 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 au. Mm. So lecker bin ich jetzt Also ich auch. Ich weiß habe auch nicht, kein was Schmeckt Diabetes. wie Was Schnitzel. geht hier vor? Siehst du wenigstens noch normal darunter aus? Ja. Ich hoffe es. Moment. Dumm. Machen wir es hier auf. Okay. Ach du Schreck, ach du Schreck, ach du Schreck, Ich sehe noch normal aus. Jo. ach du Schreck. Du hast immer noch deine flatterigen Sachen an. Eine mit den normale nackten Beinfreiheit. ist hier. Ja. Eine Die normale Beinfreiheit. ist hier. Mhm, genau. Aber ich Ich kann nicht hab dein verstehen, wieso. Knie Was hast du gesehen. denn da auf dem Kopf schon wieder? Brille? Was Ich ist sehe nicht das? mehr so Tau- gut. Okay. Das ist eine Oh Gott. Taubenbrille. Also irgendwas hat das hier mit der Renaissance auf sich, dass hier alles sich verändert. Ich weiß auch nicht was. Es ist ganz Hm. merkwürdig. Aber ich dass find der Musi sieht Zwerg süß zu einem aus. Einhorn wird, nicht, dass du jetzt auch noch überall Einhörner hinpupst. Also pupsen kann ich gar nicht. Musi, du bist so weiß um die Nase. Ich weiß. Ist dir nicht gut? Ist das Einzigste, was dir auffällt? Dass er weiß um die Nase. Und Oh so ein Mann. Puschel am Hintern. Ja, aber jetzt Ah. musst du ihn striegeln, Kai. Nein. Doch. Das ist Ich bin ein raus. Schweif. Es ist die Zuckerwatte da hinten. Der sieht auch komisch aus. Die sehen alle so komisch aus. Ja, ich weiß nicht, was hier ab. Ich sehe normal aus. Ich sehe auch normal aus. War der frei So. wieder über Nacht da oder was? Ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Aber Und dieser Vicky sieht, abgesehen von dieser dem blaue großen Busch auf dem Kopf, auch Gucci, der normal macht aus. mich ganz nervös. Der weißt du. Kann jemand mal die Pfeife ausstellen? Entschuldigung. Aber was hat das mit Augen? Was sind das Haare da hinten? Wo? Am Rücken. Bleib doch mal Bei wem? stehen bei Gucci. Das sind Haare. Das sind sind Können wir Haare. den mal rasieren? Aber bist du ein Troll? Ein blauer Troll oder zufälligerweise? Ich glaube, er hat einen Ja, Trollpilz gegessen. Vielleicht ist das ein Eistroll. Hat der Also ich habe hier ein Rasiermesserchen dabei.
Du Nein, meinst, wenn du ihn der- rasierst, kommt er wieder normal zum Vorschein, unser Ich kann's ja mal asiatischer Ich probieren. befürchte, Schweizer? dann ist Gucci kopflos. Wollen wir Hm, das riskieren? Funktioniert nicht. Ah, Rio, komm doch auf den Server und sag direkt, was dir nicht gefällt. Aber vielleicht haben wir ja einen neuen Kontrahenten zu Sultor, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja auch so einer, der sein Unwesen treibt hier. Gut, okay, auf jeden Fall haben wir heute noch so ein paar Kleinigkeiten vor uns. Und es ist ganz gut, dass der Gucci da ist, weil, du weißt, hat sich da mit dem Berg schon was getan? Ja. Ja? Habt ihr Ja, da die Rechnung hat er glücklicherweise verschlammt. was? Okay. Gut, okay, also auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir noch so Kleinigkeiten vor uns. Ansonsten, ja, machen wir das heute relativ chillig und versuchen unsere Aufregung ein bisschen im Zaume zu halten, weil Welche so Aufregung denn? Welche Aufregung denn? Ja, Dass jetzt für die Luft geht, dass es in die Luft geht. wer ist aufgeregt? ich. Oh, Wieso? Das Weil war ich etwas dann zu mindestens ridiculous. eine Woche Urlaub habe. Kein PC, kein Stream, nix, gar nichts. abwarten. Doch, muss leider sein, weil ich mal im Haus ein bisschen Hand anlegen, muss, was ich sonst nicht schaffe. Mhm. Frühjahrsputz. Ja, so ähnlich. Nein, schlimmer. Schlimmer. Habe ich richtig Immer gehört? geht Soll schlimmer. auch vorbeikommen. Nein, du kannst dir ja eine Schlacht mit dem Gucci da, mit dem Blauen. Vielleicht kriegst du den wieder irgendwie Hautfarben oder so. Aber Bobo, Ja. hast du mitbekommen, wer ganz aufhört? Ja. Leo. Ja. Ich musste weinen heute Morgen. Also, ich sag mal so, Familie und Arbeit und so geht halt Geht vor. vor. Das ist Natürlich. halt so. Und er hat ja auch ein Töchterchen und das geht einfach vor. Natürlich. Ja, ist so ein hartes Jahr, Kannst was trotzdem. jetzt. Ja, es ist Kannst sehr, trotzdem traurig. es ist sehr traurig, aber wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen. Wie gesagt, auch die sagen, sie hören ganz auf, die haben trotzdem immer ihr Plätzchen bei uns in der Gruppe. Also wie gesagt, ihr wisst ja, Campy hat ja zum Beispiel auch aufgehört mit Minecraft, ne? Also das ist ja, wie gesagt, trotzdem, wie gesagt, kommen die Leute doch ab und zu mal vorbei und gucken mal. Hui. Ja. Sind im Stream dabei, so wie der Champ mal. Auf Und Gucci springen. jo. Nimm mich Huckepack. Wichtig ist, dass alle gesund und munter sind und dass sie, wie gesagt, ihr Leben so leben, wie sie es in dem Moment für richtig. Das ist das Wichtige. Definitiv. Jo. Wie gesagt, es ist zwar schade, weil Leo war wirklich sehr, sehr lustig. Also wer Leo Mhm. live erleben will, der sollte die Folgen aus so der Römerzeit gucken. Dort war er noch sehr aktiv dabei, genau wie die Eli und so und Henry. Aber wie gesagt, das Leben geht nun mal weiter und das Leben besteht eben Genau. nicht nur aus Minecraft. Leider. Ach nee? Jo. Und wie Gucci, gesagt, bei dir ist das was anderes. ich Du höre bist ja nicht in der halt. richtigen Welt. Jo, genau. Also wie gesagt, bei mir ist es so, dass ich Musi, jetzt die nächste Woche, wie hast gesagt, du Hunger? komplett eine Ja. Streampause einlege. Gott, Soltur heute ist da. Oh, vorbei. oh. Ich bin mal weg. Lass dich schmecken. Oh, oh. Also auf jeden Fall, wie gesagt, wird es bei mir jetzt die kommende Woche eine Woche wirklich mal Ruhe sein. Die brauche ich. Ich brauche den Abstand. Ich brauche meinen Kopf mal für andere Dinge. Sorry. Ist so. Und ihr habt ja gestern schon gemerkt, ich bin Tatsache gestern eingeschlafen. Also ich bin dann irgendwann wachgeschreckt mitten in der Nacht, wollte streamen gehen, habe auf die Uhr geguckt, da war es nachts um 3. Ich glaube, so lange habt ihr nicht gemacht. Nee, ich war so um 10:30. Oder wann sind wir raus, Musi? 10:30 war's, glaube ich. Hm? Hi! Oh Gott. Wo ist ein Hai? Was? Wer ist das denn? Hier Wer ist fehlt das ein denn? Block. Wieso fehlt hier ein Block? Der ist unheimlich. Ich tue mich mal so. Wieso habt Hier ist ihr doch ein jetzt die Block. Fische weggemacht?
Ah ja. Zur Zolltour. Böse Solto, geh in die Ecke, schäm dich. Also wie gesagt, ein paar unsichtbare Blöckchen oder so, das Ja, toll, spricht jetzt nichts geht's dagegen. nicht mehr. Ihr dürft halt nur nicht übertreiben. Aber wie gesagt, es wird ja jetzt sowieso in der, wie gesagt, ich mache eine Woche Pause. Pause mit Momentum wird, wie gesagt, bis September gehen, weil wir pushen nämlich den Server, sprich Kirito, mit all unseren Wünschen. Da müssen wir halt noch ein bisschen verhandeln und machen und tun. Wie gesagt, Kirito soll es natürlich nicht alles immer alleine machen. Müssen uns dann noch ein bisschen mal zusammensetzen und Da hinten ist Lava. geht halt, wie gesagt, dieser Server auch auf die 1.21. Ich habe nämlich, ja, wisst, ganz bewusst darauf verzichtet, schon die 1.21 zeigen Au! und vorzustellen. Und auch der Zack. Community-Server wird auf die 1.21 gepusht und diesmal dann auch mit Nether-End und allem drum und dran, was wir dann gemeinsam alles erkunden werden. Ja. Und wie gesagt, ich brauche halt jetzt mal eine Woche Abstand von Minecraft, aber ich denke mal, das könnt ihr verstehen. Das, das ist einfach mal eine Woche Pause. Genau, Goli, genau. du brennst. Damit der Spaß und die Freude natürlich an dem Spiel erhalten bleibt. Aber ab und zu braucht man einfach mal so Schottendieb und mal nichts bauen. Der macht hier alles kaputt. Puh, Einmal Gucci nix erst mal gerettet. bauen. Soltor ist ein Fiesling. Tut mir leid, Das wenn ist dein ein böser Hintern Junge. heiß ist. Das ist der Den muss man übers Meister. Knie legen. Weil Soltor ist der Meister von Rio und Kralle. Danke. Okay, Danke. hast wieder eingesammelt. Dann müsste er eigentlich vor mir Respekt haben. Nein, Weil der Teufel hat zu mir mal gesagt, wenn ich mal in die Hölle komme, macht er Rente. nein. Er hat keinen Respekt. Soltor hat keinen Respekt. Und das ist der Grund. So. Im Moment ist er nur gelangweilt. Wieso kriege ich hier eine Blume? Und Ah ja. Danke, jetzt ist mir richtig warm. Oh. Gut, okay, auf jeden Fall, wie gesagt, werden wir jetzt noch die resten Kleinigkeiten machen, uns noch mal ein bisschen was angucken und ja, die Ruhe vor dem Sturm morgen genießen, weil morgen sind doch relativ viele dabei, habe ich gesehen, weil wir haben ja immer so eine Anwesenheitsliste. Ich möchte aber keinen Sturm. Nicht, dass ich weggepustet werde. Also heute Muss ihn wirst festketten. du keinen Sturm erleben, weil Nonnes nicht. Meine steife Brise hier, das Oder? nicht. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Es ist verdächtig ruhig heute. Das ist auch nicht schlimm. Aber was Wenn's mal wir ein bisschen auch ruhiger machen könnten, weil ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt eigentlich noch zu tun? Weil großartig jetzt noch was anfangen oder so, das macht keinen Sinn. Ich Ja? muss mein Gewächshaus noch Schnee fertig schippen. machen, was Gut. ich in der Woche angefangen habe. Okay. Soldo könnte Schnee schnippen. Solto könnte Schnee schippen. Ja, stimmt. Der ist ja Kann der ich dir dabei Lavameister. helfen? ähm, Wo kommst Oh, du eine denn her? Leo-Vertretung. Hi, Kumpel, Kuschelfreund. Oh, endlich kann ich mal kuscheln mit ihm. Oh. ich bin Musst du ihn schockiert. hauen? Das ist ein Leo-Freund. Also wenn ich etwas in dieser Mörder! Stadt nicht haben will, sind das irgendwelche Bonbongeschosse. Mörder! Oh Gott, stell dich vor, so ein Ding geht hier in die Luft. Oh, Bu, lieber bu. nicht. Ja, Ich Das habe noch will ein ich paar mir von den nicht wirklich Ständen in der vorstellen. Soll ich Stadt dir verteilt. helfen? Darf ich sehr dir schön. helfen? Das ist Du sehr kannst schön. außenrum was machen. So während könnte ich ich bei mir in der drumrum was Burg mal mache. gucken, ob dir noch was Okay. einfällt. Ja, wie gesagt, ich wollte ja Aber ich weiß allgemein noch mal nicht, so ein wie es bisschen noch weitergeht. gucken, ob wir hier noch irgendwie so Kleinigkeiten machen können. Aber Hier, tu viel mal können wir halt nicht schön. machen. Es ist ein bisschen schade, dass wir halt, wie gesagt, Guck mal, kriegst auch eine Blume. unsere NPCs in dieser Epoche noch nicht nutzen können. Aber wie gesagt, wenn das mit der 21 hier nicht so wirklich nutzt und funktioniert, weil das dann mit irgendwelchen Plugins wieder kollidiert. Die haben schon einmal das Desaster mit diesen Geisterblöcken gehabt. Das reicht, glaube ich. Also gedulden wir uns. Da müssen wir halt ohne vorkommen. Und außerdem hat ja, Schäm dich ja schon. außerdem hat ja der liebe Kai gesagt, baut eine Stadt in der Renaissance. Das haben wir ja getan. Er hat nicht gesagt, dass wir irgendwelche Bewohner hier anschleppen müssen. Genau. Wenn das Kann er ja stand bringen. nichts, stand nichts.
Was macht ihr da eigentlich die ganze Zeit? Keine Ahnung. Die machen Die versuchen den Quatsch. Herbst zu machen. Nein, ich wollte Ah. mit Goji nur ein bisschen Gut, rumquatschen. also die quatschen. Arbeitssession ist eröffnet. Aber Bitte das ist alle doch Wusi. eure Arbeiten. Das ist doch So. nicht Wusi meine Gucci. ich. Ja, Wusi meine ich auch, Entschuldigung. Oh, ich werd Bewohner alt. kommt von selbst, sehe ich ganz genauso. Also, Ja, Meine aber wenn das Sekretärin Kontur fehlt schreibt, dann auch sind das noch. gerade wieder diese grünen Bewohner. also, ja, auf die können wir eigentlich verzichten, weil die sind brandgefährlich. Was, die Übrigens, Sekretärin? ja, und ich muss noch was vorbereiten, weil ich habe Tatsache beim Rathaus noch etwas Wichtiges vergessen. Da Was? habe ich Tatsache Den Nachforschung Eingang. angestellt, sprich, ich habe mit meiner Fuchsmama geredet, weil ihr wisst ja, meine Fuchsmama ist ja auch in Bremen geboren, so wie ich. Und die hat mir das Mysterium, was die Stine mal gesagt hat, mit der Henne und Bremen aufgeklärt heute. Die hat mir erzählt, was das mit der Henne auf sich. Was Mhm. für eine Henne. Also, Händel kenne ich aus dem also Backofen. ihr wisst doch, dass zum Beispiel, dass Rom zum Beispiel ja von Remulus und Romus gegründet worden ist. Die mit der Ja. Wolfsmama oder so. Ja, und Bremen ist entstanden, weil eine Henne, also ihr müsst euch vorstellen, irgendwann ganz Unall weit gewischt hat. zurück war das Land alles flach und überflutet. Und da ist eine kleine Henne mit ihren Küken geschwommen und hat sich an Land gerettet. Und da steht Bremen. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Meine Mama, die war jetzt in Bremen und hat geguckt, weil es gibt nämlich Tatsache an einem der Bögen kleine Henne mit ihren Küken, aber ich habe keine Ahnung wo und sie hat sie auch nicht gefunden. Genau. Quack, 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 genau. Ja, Kannst ja Top, ein top. Spiel noch und integrieren. so Such die ist, Henne. ja, und so ist Bremen entstanden, weil ein Hühnchen sich an einer bestimmten Stelle, wo heute Bremen ist, und es gibt noch andere gruselige Geschichten. Meine Fuchsbrut, die mir heute erzählt hat, über so eine, ich weiß nicht, wie sie heißt, auf jeden Fall wurde die irgendwie geköpft. Und es gibt warte mal, wenn das, ein Dom, einen Bremer Dom gibt's. Und bei dem Bremer Dom gibt es einen Stein, da ist ein Kreuz drauf. Und wisst ihr, was das für eine Bewandtnis hat? Die Nee, gute was denn? Frau wurde irgendwann im Mittelalter geköpft oder in der Renaissance. Und da, wo der Kopf hingerollt ist, da ist heute im Dom quasi in dem Stein ein Kreuz. Eklig, doch? Mit oder ohne Kopfwunder? Gruselig. Warum machen die da ein Kreuz drauf auf den Stein, Ich wo der weiß Kopf nicht, hingerollt irgendwie, ist? keine Das ist Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die Naja, Frau hieß und so, das habe ich vergessen. Aber das sind echt gruselige Geschichten, mal ganz ja. ehrlich. Und Also ich sag mal kann man normalerweise, so, ganz viele Blumen drüber tun. wenn du überlegst, dass in den Mörtel in der Renaissancezeit, so die Anfangs der Renaissance, noch Blut mit reingemischt wurde, Menschenblut, dass aus Aderlässen gewonnen wurde. Deswegen siehst du so blutleer könnt aus. ihr das mal nachstellen? Nein, um Gottes Willen, nein, nein. Das mit dem Hühnchen gerne, aber nicht das, nein, 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 nein. Auf keinsten. Was? Saarbrücken wurde auch überflutet. Ja, da gibt es so eine ähnliche Geschichte. Das stimmt. Aber wie gesagt, also Bremen ist Tatsache, es gibt irgendwo an diesen Bögen, wie gesagt, gibt es irgendwo, soll da die Henne mit ihren Jetzt ist sie Küken wieder weg, man hört es wieder abgebildet. nicht, weil sie rausgegangen ist aus der Gruppe. Nein, ich bin überhaupt nicht in der Gruppe drinne. Ich bin Anti-Gruppe heute. So. Bist du auch im Club der Blümchen, Bubu? Ja, ja, ich weiß auch nicht, warum ich hier Asche und Blümchen und Sprengstoff und was ich immer alles im Inventar aufsammle. Schrecklich. Auf jeden Fall, Solange es wie nicht gesagt, Eier Das sind. das, was ich auf jeden Fall eigentlich noch machen wollte, waren eigentlich die Bremer Stadtmusikanten. Ich Und der weiß, warum. Roland, aber Ich weiß, wer da enthauptet wurde. ja,
Wie hieß denn die 'Ne Dame? Massenmörderin. Was? Ja, Und der haben sie 1831. und der haben sie 'n Kreuz im Dom Bremer Dom gemacht, auf 'm Stein drin? Der sogenannte Spuckstein erinnert an die Enthauptung der Massenmörderin Gesche Margarete Gottfried. Ja, auf den darf man draufspucken. Ach, Okay. Warum sollen die daran Spuckstein. erinnern als Mahnmal? Sollen wir dagegen spucken oder so? Ja, Glaube ja. Na, ist ja lecker. Das wird ja immer leckerer. Also, naja. Der muss ja toll Wusstet ihr, aussehen, dass der vor Stein. 80 Jahren eine Frau wegen poliert. Hexerei für 9 Monate im Gefängnis gesessen hat? Ja, das kann gut sein. Warum nicht? Was mich eigentlich wundert, weil das ja so die Zeit war, wo die ja auch so gewisse Herrschaften so mit Runen und heroischen Kulten und so. Asterix meinst du? Nein, Ist lila, nicht rosa. 80 Jahre her. Weil es war vor 80 Jahren, der Zweite Weltkrieg. Vor 80 Jahren war aber auch Und da haben was die ja Triftiges. auch so mit Okkultismus eine gewisse Gruppe. Ja, Mhm. ich will sie jetzt nicht nennen. Also wer so ein bisschen Auf der geschichtsbewandert Suche nach der ist, Bundeslade. genau, die ja dann auch, wie gesagt, solche Dinge wie den Gral und so, ne? Und ich sag mal nichts dazu. Also, Natürlich sollte man, natürlich. sag mal, habt ihr es heute mit Stine Blum? Fehlt sie euch irgendwie? Ich weiß nicht. Das sind nicht nur Stüneblumen. Ich liebe Jetzt haben sich lila. die Hühnchen hier unter den Tisch gesetzt bei Wusi. Es, Da fühlen sie sich sicher, da kommt kein okay. Kai hin. Also, das ist sozusagen das, die Warte mal, Henne wenn du wieder Hunger mit hast. den Hühnchen, das Hühnchen mit den Küken. Und, naja. Das war der Arbeitsgong. Wir müssen loslegen. Tschüss. Ich habe da meine ganz besondere Blume, weil du ja Blümchen so toll findest. Hat Die mag aufgesammelt. ich nicht. Dann nehme ich die. Die Ich finde die stinken. schön. Die stinken. Die Die machen ist schön Aua. schwarz. Machen Die Aua und die machen Aua. stinken. Jo. Gut, Die okay, ist auf schwarz. geht's jetzt. Los, alle Mann ab Ich in bin doch Arbeit. schon auf dem Ach, Weg. ich mag Du Niki. magst Magst Niki, aber Niki wollte die Blume nicht. Du meinst Ah, mich, ja. oder? Ja, ja, Wo ist denn Rio meine bringt euch Brut? auch immer durcheinander. So, jetzt schauen wir mal so ein bisschen rundrum. Also wie gesagt, so viel Kleinkram und so kann ich gar nicht mehr machen, weil da fehlt einfach Zeit. Ich würde sagen, ja, was soll ich dazu sagen? Also wie gesagt, die Bremer Stadtmusikanten und so. Das Problem ist, dass viele Sachen zeitlich einfach derzeit noch nicht da waren. Ich weiß, also ich könnte natürlich gucken, wann der Roland zum Beispiel vors Rathaus gesetzt wurde. Ich weiß, dass der in der Zeit Ritterzeit, glaube ich, gelebt hat, oder ob der in der Renaissance schon ein Denkmalgesetz gekriegt hat. Das, was ich weiß, dass die beiden Statuen da schon lange stehen. Aber die Bremer Stadtmusikanten, also die ja, sagt ja ein Märchen eigentlich. Ich glaube nicht, dass dieses Märchen schon in der Renaissance, dass da Statuen hin. Also verzichten wir da jetzt mal drauf, bevor ich mich hier noch irre mache. Weil wir haben ja doch relativ viele Dinge, die wir hier geschafft haben. Manche Dinge sind natürlich durch die Größe nur bedingt eingerichtet. Also ich weiß nicht, ob Moni und Lady den Marstall fertig gekriegt haben, aber das tut jetzt nichts zur Sache, weil das, was wir optisch ja außen sehen, also was hier entstanden ist, wie gesagt, das ist das, was ich habe zum Beispiel auch noch nicht das Gerichtsgebäude eingerichtet. Weil es hat ja Gründe, warum ich jetzt nicht in der Gruppe. Wenn wir nämlich mal von Fuchser Community reden. Jetzt ist es ja auch schon wieder so. Meine Güte. Also. Wir setzen uns hier mal ganz gemütlich. So. Und jetzt kann ich euch nämlich ganz im Vertrauen nämlich was erzählen.
hoffe, dass ich jetzt hier alleine bin und keiner an mir das. Also, ich habe aus sicherer Quelle, ja, aus ganz sicherer Quelle, weiß ich, wieso höre ich Laber? Ich bin hier nicht alleine. Ich höre hier Laber. Ich höre hier Laber. Ich höre Lava. Warum höre ich hier Lava in diesem? Das geht nicht. Kann hier keine Lava fließen. Ich bin im 1. Stock. So, okay. Nochmal. Okay. Also, ganz im Vertrauen weiß ich zufälligerweise. Ihr habt doch mitgekriegt, dass wir alle aus verschiedenen Epochen sind. Richtig? Und ihr habt auch schon mitgekriegt, dass das jetzige Team, teilweise Teammitglieder aus dem Urteam, also die jetzt immer spielen, war in ihrer Zeit gewesen und dort aber nicht zurück. Was das wohl bedeuten mag, ich kann es euch sagen. Also, ich weiß aus sicherer Quelle, dass zwischendurch sehr wohl immer mal wieder in eine der alten Epochen zurückkehren, weil es ranken sich ja bestimmte Geschichten um einzelne Personen. Aber das dürft ihr auch nicht verraten. Das ist ein Geheimnis. Ja, das hat der Frei mir. Weil da gibt es nämlich immer eine ganz besondere Special-Aufgabe. Die dann nur im Team zu lösen, damit der andere, wie gesagt, seiner Zeit quasi bleiben könnte, wenn er denn wollte. Versteht ihr? Also ihr dürft gespannt sein. Vor allen Dingen rücken wir ja immer weiter in die Moderne vor. Das heißt, es wird immer technisch. Und ich habe gehört, dass der Frei etwas von einer sogenannten Zeitmaschine, einer Zeitkapsel hat. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und das denke ich mal, ja, heißt für mich also in geheimer Mission unterwegs zu sein und natürlich zu hoffen, dass wir in der nächsten vielleicht schon die Zeitmaschine irgendwo finden. Ich weiß es nicht. Ihr müsst auf jeden Fall ab September wieder dabei sein, um mir helfen, diese Zeitmaschine zu finden. Aber natürlich so, dass die anderen das nicht mitkriegen. Versteht ihr? So. Und hallo Marinchen. Also, wie gesagt, Marinchen, ich habe übrigens das Rätsel um die Henne aufgelöst. Ja, ich weiß jetzt, wieso Bremen und Henne und Küken zusammenhängen. Das hat die mit der Überschwemmung zu tun gehabt und dass das Hühnchen sich auf einen bestimmten Punkt gerettet hat mit ihren Küken und dort ist Bremen gebaut worden. Mehr ist das gar nicht. Dankeschön. Gut, auf jeden Fall, wie gesagt, sind wir ab der nächsten Epoche in geheimer Mission unterwegs und ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ihr dürft nichts verraten. Dann geht's schief. Die dürfen nichts davon wissen, ihr wisst doch. Und so kleine Geheimnisse zwischen mir und euch und mir tun uns doch Gott. Okay, Marienchen hat's verstanden mit der Henne. Und das mit dieser komischen Massenmörderin und dem Spuckstein und so, das hat mir meine Fuchsmama heute auch erzählt. Lecker. Ach. Gut, okay. Soltor, ich weiß, ja, dass du das weißt, ist mir klar. Du bist ja genauso ein Allhörer aber wie gesagt, verrate es nicht. Verrate es. Das ist so etwas, was ich mir nämlich überlegt habe, was so die ganze Geschichte ein bisschen interessanter macht. Gott. Soltor, weißt du zufälligerweise irgendetwas über diese Drachenboote, die hier immer mehr auftauchen? Also in Bremens Fall Tatsache die Henne mit ihren Küken, nicht das Ei.
Das Ei war nach der Henne da. Also, oh Gott, das werden ja immer mehr hier. Das sind ja jetzt schon 3. Da sind hier noch. Das sind 4. Ach du Schande. Ach du Schande. Hier bereitet irgendjemand eine Invasion vor. Na, das kann ja was werden. Oje. Die Leute sind heutzutage, naja, die haben ja die Bremer Stadtmusikanten. Was? Die haben die Bremer Stadtmusikanten. Also meine Mama, die war vor kurzem in Bremen, da war sie noch normal. Haben die jetzt passiert. Also wirklich, Bremer Stadtmusikanten angemeint. Aber weißt du, worüber ich mich gefreut habe? Meine Mami hat mir eine Tasche mitgebracht mit dem Stadtmusik. Aber jetzt mal zurück zu diesen Tschunken. Sag mal, ist hier eine chinesische Invasion oder was? Ich denke, der olle Schweizer ist Japaner. Jetzt kommen hier die Asiaten, die Chinesen an. Eieiei. Ich glaube, das, was dieser Stadt irgendwie fehlt, ist doch wirklich militärische Befestigung. Also wirklich viel Militärisches ist ja gar nicht. Also wenn ihr hier jetzt zum Beispiel mal reinguckt, also hier ist zwar ein Krankenhaus mit Friedhof, aber den werden wir wahrscheinlich auch brauchen, wenn die hier uns Invasion liefern. Oh Gott. Chinesische Drachen. Ja, wie gesagt, das hier ist nun mal, wie du weißt, ein geschlossenes Teamprojekt. Aber wie gesagt, so eine Zeitmaschine wird sehr interessant. Also, aber wie gesagt, tschö, die Backen stehen. Nichts verraten. Nichts verraten. So, hier steht immer noch. Denn das? Das ist ein Schlitten? Hier steht ein Schlitten. Es ist ein Schlitten. Weiß nicht. Dinge gibt's, die gibt's hier gar nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also das mit der Henne und so kann ich natürlich auch nicht machen. Das wäre natürlich cool mit den NPCs. Ne? Also, sind viele Häuser noch nicht besetzt, aber das hat seine Gründe, wie gesagt. Thema Zeitmaschine und weil ihr habt euch ja bestimmt schon gewundert, warum wir Epochen durchschreiten und die Leute zum Beispiel wie in Gucci nicht in ihrer Epoche bleiben. Oh, ich habe hier eine Tür. Hier läuft auch irgendwo läuft hier ein rosa Schaf durch. Hallo Füchschen. Hallo. Aber Henry? Rosa Schaf. Ach wirklich? Ich dachte, du wärst grün. Aber, so läuft ja das rosa Schaf durch die Gegend. Ist das? Ich glaube, das ist das von Henry. Wartet mal. Funktionieren? Doch, ich glaube schon. Niki, Ja, Bubu. ich habe hier beim Rathaus was gefunden. Könnte das sein, dass du ein rosa Schaf vermisst? Nee, Das eigentlich von nicht. Henry, das steht hier, einsam und verlassen. Warte mal. Schlechte Nee, Schafmama. also bei mir heißt ja richtig rosa Schaf. Das Ja, sitzt doch das in seinem heißt Boot. hier auch ganz rosa Schaf. Könnte natürlich sein, weil ich weiß jetzt nicht, ein paar Tiere sind ja verloren gegangen, ne? Ich habe hier das Pferd auch noch gar nicht wieder hingesetzt, fällt mir auf. Aber ich habe das Schaf, das ist drinne, also im Boot. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das neu gesetzt habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich Da habe hier das steht ein Originalschaf. auf dem Flur. So, jetzt muss ich mal überlegen, Siehst du, wie wie groß alt das das ist? Es ist Siehst du ausgewachsen. Alterswolle? Ja, das Wer- ist alte Wolle. Der hat schon weiße Wolle mit. Da Ach so, steht okay. ein Schaf auf Da dem komm, Flur. wir gehen mal jetzt darüber, weil ich hoffe, es gibt da eine Brücke hin. Wir müssen irgendwie mal sehen, dass wir da hinten hinkommen. Ja, wir Und- können auch übers Eis laufen, das geht auch. Unter was findet man nochmal Samen? Würdest du Also bitte Seeds? von der Kutsche runterkommen? Wir fahren nicht mit der Kutsche, wir laufen. Du hast 4 Pfoten, jetzt komm. Ui. Ich dachte, die haben Hufe.
Und also Hallo? die Samen zum Einpflanzen, die müsstest du unter Hier auch noch die Werkzeuge und Hilfsmittel, glaube ich, Tiere finden oder so. zurückbringen. Okay. Oder warte mal. Wo Nee, finde ich Naturblöcke, denn unter so? Naturblöcke, wenn du das hast. Okay, wir bringen dann mal das Guck. rosa Schaf nach Hause. Mö. Was brauchst du denn? Was wolltest Ja, du denn ich. alles einpflanzen? Ja, ja, ich bring dich Ja, zu Kartoffeln Henry. und so. Was sind denn die Bücher? Na komm, wir gehen zu Oh, Henry. ich kann auch Kartoffeln suchen. Ja, ja, Das ich ist weiß, so dass du schwer. traurig bist, dass Henry nicht mehr da ist. Kartoschka. Jetzt hast du es schon im Inventar, Kartoffeln und Karotten. Da Die habe ist ich dir das schon Haus von Henry. Komm mit. Das ist nett. Ein bisschen Weizen kann ja auch Na noch komm. mit hin. Oh, da muss ja ein Kamin hin. Ich habe beinahe die rohe Kartoffel gegessen. Ja, ja. Da ist noch ein Da, weißes Häschen. Der da ist Kuhhase Weizen eigentlich drin. noch. Was für Dankeschön. ein Ding? Bitteschön. Der Willst du rote Beete Kuhhase. auch noch? Ja. Könntest du sonst Wo ist denn, außenrum vielleicht wo noch ein ist denn bisschen Henrys verschönern, Kuh? Henrys Kuh ist weg und der wenn du Kuhhase. magst? Okay, die Kuh habe Nachdem ich das mit dem gefunden. Dach. Wo ist der Kuhhase? Ja, Was ist denn ein bitteschön. Kuhhase? Das ist Dankeschön, ein vielen Dank. Kuhhase. Kennst du keinen Kuhhasen? Hier Nee. die Tiere wieder Das ist eine einfangen. Kuh mit langen Ohren, glaube ich. Nein, Spaß. Ah. Wieso laufen hier Ziegen rum? Wo kommen die Ziegen alle her? Kennt Na, die wollten Kunstrasen. ihren Bock durchsetzen und da sind da hingekommen. Wieso läuft hier noch eine Leine rum? Was, eine Leine läuft da Hier rum? läuft eine Leine rum. So, Oh nonstop. Gott. Okay, du wirst auch noch hier rangemacht. Und wo ist der Kuhhase bitte? Hallo? Bist du der Kuhhase? Nein, du bist der weiße Hase. Kuhhase. Nein, du hast rote Weißer Augen, Hase, du bist gruselig. wenn sie jetzt noch mit weißen Mäuse anfängt, dann werde ich komisch, dann wird's komisch. Nein, das ist ein schwarz-weißer Hase, ein Dann Kuhhase. gehe ich. Wo ist jetzt die Tür, Henry? Weil sie den Stall offen Es wird doch gelassen haben? ganz kalt da. Nee. Hat doch keine Heizung. Aber wo ist dieser Entschuldigung, ich reiß mich ja schon zusammen. Vor allen Dingen, warum schwebt hier ein Schiff in der Luft? Weil es das kann. Hier gibt es Weil Dinge, es die gibt es abgehoben gar ist. nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ganz merkwürdig. Hier passieren ganz merkwürdige. So. Muss ich hier mal versuchen, einen Kamin zu bauen. Aber wo ist der Kuhhase? Ganz ehrlich, das war doch Henrys Kuhhase. Und Ziege, hör bitte auf, immer aufs Dach zu springen. Da kommt nachher eine Schneelawine Denkt sich auch runter. Spielverderber. Ja, aber dann kommt nicht. Aber hier liegt doch so viel Schnee. Da kommt nachher eine Schnee. Ja, was soll ich sagen? Also, hier läuft noch eine. Ja, Blöde das Ziege. schöne Haus, wie gesagt, ich kann es euch ja so ein bisschen mal erzählen. Also das schöne Haus zum Beispiel vom Leo und von der Mimikry und das Haus zum Beispiel, wo er mitkommt, wie gesagt, bei der jetzt erstmal aus dem Projekt gesamt raus ist. Ja, leider. Dann das Haus, was ihr eben gesehen habt, von der Henry wird zurückbleiben. Entschuldigung. So läuft jetzt hier ein Schneemann rum. Der läuft doch schon immer Weil rum. ihm kalt ist. Und ich wundere Der- mich, warum der Schnee hier immer wieder kommt. Nein, also der Schneemann läuft doch schon immer rum. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, werden die zwei Häuser in der nächsten Woche leider nicht mehr dabei sein. Ja, bei den anderen bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wie gesagt, das ist ja auch immer so ein Thema Zeitfaktor, Privatfaktor. Lassen wir uns überraschen, wie das alles weitergeht. Susu ist halt immer noch im Babyurlaub. Susus Fuchs wird natürlich mitkommen, damit sie jederzeit, wenn sie Zeit hat, natürlich weiter bei uns sein kann. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, sind es eine ganze Menge, die Wieso Woche wechseln werden. weiter? Das ist relativ eine große Gruppe mittlerweile und da bin ich auch sehr froh, dass das. Ja,
Und ich hoffe natürlich, dass die Leute morgen alle da sind. Ich meine, ich weiß, dass Suira das nicht schaffen wird, aber wie gesagt, die anderen zumindest da sind. Und ja, Gibt's morgen Kekse? weiß ich nicht. Aber zumindest den Epochenwechsel. Wer dabei sein will in der nächsten Epoche, der sollte morgen da sein. Weil ich nicht weiß, inwieweit Frei bereit ist, dann die Leute immer nachzu. So, Oh, da kam wohl keine auf jeden Garantie Fall, für. wie gesagt, wenn ihr euch mal so überlegt, was hier alles dann jetzt in der Zeit so ein bisschen rum, werde mich mal mit Huhn und Fässern, Lagerfeuer und so was sehe, wo so hin kann. Also wie gesagt, es ist noch es fehlen halt so diese ganzen, halt, Coderex, ja, wie gesagt, du bist ja schon im Bauteam. So, auf jeden Fall, wie gesagt, da habe ich eigentlich normalerweise müsste ich das Hm. Kiste, weiß es? Also, warte mal, ich werde mal, Du hast Kisten? ja, ich mal kurz, musste mich, mein Feuer ist kein Lagerfeuer. Hat keiner Cola nachgeschmissen? Also Kohle? Hi, Bob. Cola? Seht ihr? Und Ähm, Bob ist nämlich so ein NPC halt. Aber wie gesagt, das sind halt diese statischen Dinger, die halt der Kenshin machen kann. Und wir haben aber noch über den Community-Server, wie gesagt, ich habe Tatsache, glaube ich. Ja, habe ich noch. Okay. Das heißt, wir könnten, wenn wir wollten, so ein grünes, könnten wir, wenn wir wollten, natürlich noch ein geiles Feuerwerk ab. Das können wir machen, weil ich habe noch Schalker von Kapuz der Uhr. Ja, Wer wie lacht denn im gesagt, Moment? also, wie gesagt, der Bob ist halt so ein statischer, ich sage immer NPC dazu, weil er halt hier rumsteht, sich nicht bewegt. Ne? Also der ist nicht so. Und da haben wir ja unten in der Hölle beim Kenshin und beim Reich haben wir ja auch ein paar davon. Die werden halt ein bisschen anders hergestellt. Das ist also keiner, der aus dem Ei geschlüpft ist, sondern das ist halt ein programmierter. Und dann gibt es halt noch das Data Pack, also Citizen zum Beispiel. Und das funktioniert wiederum anders. Das, was mich hier gerade so ein bisschen frustriert, ist eine Oberschrecker. Also ich weiß Weil nicht, dir der was hier Platz los gefällt? ist, aber irgendwie sind hier irgendwie So, ich habe jetzt ein bisschen sämtliche was an Grünzeug gemacht. Niki, Dinge hier kannst weg. ja mal gucken, ob dir das gefällt. Ja, gib mir kurz eine Minute. Ich bin gerade was Okay. am gucken. Ja, ja. Und ich werde mal kurz was anderes gucken. Ich werde mal kurz in eine andere, weil ich habe nämlich, wie gesagt, unter der Woche keine So. Zeit dazu. Also machen Ja, wir das so ist okay. jetzt. So. Bin schon am Fliegen. Okay, wir sind mal kurz bei den Rittern und jetzt möchte ich was über. Weil sollte Ja, geht es doch der schnell. Fall sein, dann sind wir doch fein raus. Schauen mal. Weil, wie ihr sehen könnt, ist ja immer das sicher. Okay. Das ist da. Ja. Okay, okay. Also Hinweis an Kenshin, wenn wir die Gebäude umsetzen, also die vom Kernteam, dann nehmen wir die Tatsache aus der Artus-Saga.
Weil dort ist nämlich alles noch drin und dran und rum. Ja. Weil wir hatten ja diesen kleinen Unfall mit diesem wunderschönen, was soll ich sagen, Geisterblöcken. Voodoo-Befehl. Mhm. Ah. Und ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Okay, also, das werden wir auf jeden Fall machen. So, Ja. jetzt Da gucken wir kam, mal bei Niki, wie weit sich das da entwickelt hat. Okay. da Ihr kam seid ja ein hier Koch. am Lehrerhaus dran, wie ich gehört habe. Oh, Ja, hier ist auf jeden Fall eine ja, schöne Stelle schon es ist auf entstanden. jeden Fall sehr, sehr hübsch mit dem Park und sehr, sehr hübsch. Ich Sehr weiß noch hübsch. nicht, ob das so reicht oder ob da noch mehr hin soll. Hier Wie fehlt gesagt, übrigens noch ein Bububaum. ich gebe dir gleich einen Bububaum. Nix da. Nee, ich wollte Wusi fragen, ob er da vielleicht noch mal, weil ich kann Ja, das mit dem Kopieren leider nicht, ob er da vielleicht noch fix einen hinbaut. Füchschen hat heute keinen Bock auf Bububäume. So, Alles gut. so. Steht halt nur Bubu-Tree drauf. Mhm. Bum Bum Tree. So, das, Bubu-Tree. was ich auch machen will, ich will hier mal so ein bisschen kontrollieren, ob hier noch so. Kannst du noch einen Baum zaubern? Äh, sag mal, ist euch eigentlich schon aufgefallen, Nö. dass hier irgendwie immer mehr Chinesen ankommen? Ja, Ja, irgendwo Hä? müssen, wenn die Stadt Gucci so hatte zu viel groß ist, Zeit. du willst doch nicht, dass die ganzen Wohnungen leer stehen. Wieso? Wie Aber, kommst du drauf? komm mal mit. Ich bin ja hier schon eine längere Zeit nicht gewesen. Ich weiß ja, ich habe hinten schon, ich glaube, 4 oder 5 davon entdeckt. Aber dass jetzt hier vorne auch schon eine auftaucht. Müssen wir jetzt alle Chinesisch lernen? Konnichiwa. Ach nee, das Nee, ist Das das ist ist Japanisch. Japanisch. Japanisch, Entschuldigung, aber aber das sind Banzai. Drachenboote. Oder sind das japanische Drachen? Nee, Bonsai ist auch Japanisch. Sind das japanische Was ist Drachenboote denn oder sind das Hm. Chinesisch? chinesische? Also ich würde mal sagen, das sind chinesische. Rosi, du darfst auch langsam kommen. Oh nein. Habt ihr einen Lehrer, der Chinesisch oder Asiatisch einem mit beibringt? Nee. Nee. Wäre dringend Guy, was ist empfohlen. denn jetzt schon wieder los? Oh, Nichts. ein Wusi ist in mir. Heiß! Hier gehen seltsame Dinge schon wieder vor. Ich gehe weg. Ich bin weg. Also der Baum, der wäre noch schön, der stand hier noch. Der fehlt noch. Kannst den auch gern ein Stück nach hinten setzen. So, erstmal wieder raus hier. Aber das ist doch hier. Jetzt sieht man das erst. Wow. Die Frage ist immer noch, sind die jetzt japanisch? Ich muss mal gucken, der gut ist. Da. Und hier wieder dasselbe. Gucci, So. Jo, sag mal, sind das chinesische oder japanische Drachenboote? das sind japanische. Es sind japanische. Weil ich Ja, weiß ja, dass du immer recherchierst und da sehr weil, detailverliebt bist. weil die chinesischen, wo bist du? Ja, Die chinesischen haben hinten die Segel auch so wie hier vorne. ja, Das stimmt. sind die japanischen, die hinten die Segel so Die haben. haben Wie das Längssegel, wie, genau. wie eine Flosse. Ah, das finde Wie ich. eine. Kommen die jetzt mit Papier und Wolle und weiß ich, mit Mit Bambus, mit Seide. kuschelig. Ich habe jetzt hier Wolle genommen als
als Ersatz für Seide. Mhm. Und weiter vorne habe ich Spinnnetz genommen, hier beim Grünen. Wo man dann Ah, ja, Seidenfaden, wo sehr sie schön. dann, wo hier dann die Leute spinnen können. Mhm. Ich finde die Idee übrigens sehr, sehr mega, weil es gab ja in der Zeit Tatsache wirklich relativ gute Handelsbeziehungen, also in den Ja, asiatischen Raum. Also weniger, wie gesagt, mit Amerika, ne? Weil ihr wisst ach ja, ja. Christoph Kolumbus hat ja erstmal angeblich entdeckt, ne? Wir wissen es ja besser mittlerweile, dass nicht er das entdeckt hat. Aber zumindest, wie gesagt, mit dem asiatischen Raum weiß ich, dass diese Handelsbeziehungen schon sehr, sehr lange gehen. Ja, Also und übers sehr, Land sehr weit. teilweise, über die Seefahrt. Und ich glaube, die Asiaten gehören teilweise, glaube ich, auch zu den ältesten Seefahrern, also die mit Ja, ihren Booten am weitesten ja, gekommen sind. so, Und ja, also wie gesagt, also so. ich habe als Kind noch Geschichtsverfälschung gelernt. Ich denke mal, viele von euch sind noch damit aufgewachsen, ja, Christoph Kolumbus hat alles entdeckt und Genau. ja, und wir sind sozusagen, also die Europäer sind ja die Schiffsfahrernation und so. Nix da. Das, das Einzige, was ich jetzt auch weiß, ist, dass zum Beispiel bei den Schwächtern Mhm. die Klingen bei den Europäern stärker war als bei den Asiaten. Ja. Die waren viel stärker, härter und ja, Ja, manche Ideen haben die Asiaten auch von den Europäern quasi erbeutet, sage ich mal so. Meistens ist das ja mal so in Konflikten entstanden und die haben es dann verfeinert. Denke ich mal. Weil, das ist, das ist etwa das gleiche Prinzip wie mit den Wikingern. ja. Bei den Wikingern war das ja auch so. Die hatten ja auch vieles von anderen Ländern übernommen und dann auch verbessert. Ja. Mhm. Ja, Hm. aber auch das Papier, ne? Also wie gesagt, das haben solche Dinge, wie gesagt, wurden nicht hier erst Ah, erfunden, sondern man muss sich das mal vorstellen, es gibt ja ganz viele Völker und viele Völker haben teilweise auch relativ zeitnah dieselben Erfindungen gemacht, aber auf ihre Art und Weise mit den Ressourcen natürlich, die in genau dem mit, ihren Land genau. da waren halt, ne? Also wie wir wissen, haben die Chinesen, glaube ich, das Pergament erfunden und ja, Pergament aus Bambus, genau. genau. Und wie gesagt, Die und Ägypter haben dann was haben die? Die haben auch nicht mehr. Nein, die Ägypter haben das Pergament erfunden. Die Japaner oder so, waren das genau. war. Die Japaner haben es irgendwie verfeinert. Also irgendwie so, aber auf jeden Fall, wie Ja, ja, gesagt, müsst ihr euch das vorstellen, dass natürlich die Völker alle unterschiedlich, je nachdem, ihren Bedürfnissen, ihren Umgebung angepasst, natürlich auch Dinge erfunden haben. Also medizinisch zum Beispiel waren damals der arabische Raum viel weiter fortgeschritten wie wir. Ja, die waren, genau, ja. waren modern, die haben große Lehranstalten gehabt, also wo man halt alles lernen konnte. Die konnten teilweise mehrere Sprachen, nicht nur sprechen, sondern auch schriftlich. Und also ob ihr es glaubt oder nicht, aber die arabische Schrift ist eine der ältesten der Welt. Genau. Ja, also da haben wir Und, noch in Stein gemeißelt sozusagen halt, ne? Da waren wir noch im und tiefsten Mittelalter, da haben die richtig zivilisiert. Dass das so gekippt ist, das ist eine andere Geschichte. Also das, warum und weswegen das ist,
Ja, was soll ich dazu sagen? Also, Und normalerweise hier zu den Handelsschiffen, bei den Japanern zum Beispiel, müsste eigentlich noch so 2, 3 Kriegsschiffe dabei ja, sein, wo die Routen immer abgesichert haben, immer genau. mitgefahren sind. Wobei die Kriegsschiffe, die waren zwei bis dreimal größer als jetzt diese Schiffe hier. Das heißt fast so groß wie das Schiff von Elu. Das Riesending. Das, Ja, etwa so in der Länge, ja, und Breite vor allem das ist, als Schutz. Aber die waren nur als Schutz da und nicht als ja, zum Angreifen oder so, zum weißt du, Krieg führen. weißt du eigentlich, wer in der Zeit der Renaissance kanonenmäßig eigentlich vorne weg waren? Waren das die Europäer oder waren das eher die Asiaten? Weil Das ist ursprünglich, wie eine sehr gesagt, schwierige Weil Frage. ursprünglich, wie gesagt, die Grundideen, also um Kanonen überhaupt machen, stammen von den Asiaten, Tatsache, dieses Das, Schwarzpulver, glaube das ich. Schwarzpulver haben die Chinesen erfunden. Das kommt von Genau. China. Aber das, wie Die gesagt, haben die mit Kanonen, Feuerwerken und so haben sie das Schwarzpulver gebraucht. also ich Was aber, weiß das eine relativ rasante Entwicklung von Kanonen, also zwischen der Renaissance und dem Barock, Tatsache stattgefunden. Also, ihr müsst euch vorstellen, also vom 14. ungefähr bis 1700 schieß mich tot, hat es eine eine rasant jetzt in Anführungszeichen, aber Entwicklung der Kanonen gegeben. Also ich habe vor kurzem einen Bericht mal gesehen und zwar ging es darum, diese ewige Feindschaft, wie gesagt, zwischen Franzosen, Engländer und Spaniern, ne? Ihr wisst ja, die haben ja einen Wettkampf gehabt, wer erobert am meisten an Kolonien halt, ne? Weil Kolonien bedeuten genau, Reichtum. und die Meere, genau. Und da war das zum Beispiel so, dass die Engländer wohl eine Flotte gebaut haben mit Kanonen, die richtig gut sind, richtige Durchschlagskraft haben, also da hättest du wirklich alles zu Brei schießen können. Tatsache waren, die waren zu schwer für die Schiffe und die Schiffe sind untergegangen. Hm. Genau. Jo. Ja. De, dann hat man die U-Boote erfunden, als die Schiffe untergegangen sind. Ja. Also wie gesagt, da gibt es ja so allerhand Dinge. Also ich weiß, dass unter anderem also die asiatischen Boote sich mit einer gewissen Wendigkeit und Seetüchtigkeit aus. Die waren sehr leicht. Die waren nicht so schwer, dieses Schiff, Äh, oder? die, die eigentlich nicht, nur die kleineren, weil Kleineren. die großen Kriegsschiffe, die waren wendiger, weil sie noch Ruder hatten. Mhm. Da wurde noch gerudert. Also Da ähnlich wie waren die etwa, Wikinger. da waren etwa 50 Personen in einem Boot, wo nur gerudert haben. Okay, das heißt im Grunde genommen schon fast wie eine römische Galeere. Ja, nur viel größer. Oh Gott. Und, und Zwei eckiger. Reihen. Und Doppeldecker. ja, ja, das war dreistöckig. Die Echt? Ruder waren halbes. Könnt Und ihr euch dann vorstellen, wie viel Personen nebeneinander sitzen mussten, damit ein Ruder ja, bewegt wird? genau, Ja, das hat ja nicht einer genau, alleine gemacht. weil, Da müssen ja. weil das waren richtige Panzerschiffe. Weil auch die Verkleidung dann auf der Seite waren nur mit Schildern Wow. bedeckt. Weil ich habe extra das Ganze in Google angeschaut. Ja, ja, Ich deswegen wollte, frage ich dich ja, weil du recherchierst ja ich, mal zu den Dingen halt. Unser ich, Asien-Spezialist hier. weil ich wollte so ein Schiff bauen, so ein Kriegsschiff, Mhm. aber ich habe es schnell aufgegeben, weil
was detailmäßig ist und die Größe vor allem. Ja. Das heißt, das Da wäre dann könnte, so, wer schon mal den Stream vor paar Wochen geguckt hat, da habe ich euch ja dieses eine Schiff. Wir können ja mal kurz hinfliegen. Warte mal. Ich habe ja so einen Marker, wo dieses Schiff ist. Also um euch das mal so ein bisschen nahe zu bringen. Merkt euch die Größe, wie das jetzt ist. Ja. So. Ich denke mal, der Gucci kommt hinterher. Da. Also wie gesagt, ihr habt die Größe noch. Gott. Die Größe noch im Kopf von dem anderen Schiff, ja. Und er hat ja gesagt, dieses Kriegsschiff, was die hatten, ist ja, ne, ein paar Mal mehr groß. Also ich würde mal sagen, wenn der Gucci von etwas redet, dann von der Größe. Könnte das so ungefähr die Größe sein, die das Kriegsschiff hätte dann? warte, ich muss laden, ich muss zuerst laden. Das ist riesig, das Schiff. Also Ja, wer von schlau der, ist, der von weiß, der wo dieses Größe Schiff her, von der herkommt. Größe, Also gebaut hat das Tatsache der Illuminatus. Jetzt mal kurz die Geschichte für alle, die das noch nicht kennen. Das Schiff hier, das steht original auf dem Krokus-Server. Und zwar im Land der Hohen Berge hatte unser Illu das gebaut. Das Land der Hohen Berge müsste es eigentlich sein, ja, wo ich das. Genau, da habe ich das Schloss gebaut. Also, und er hat dieses Riesenschiff im Survival gebaut. Ja. Und das ist das legendäre Schiff, was ihr Tatsache bei der Abschiedsvorstellung mit Kroko gesehen habt, wo wir beigegangen sind und dieses Ding in Schutt und Asche gesprengt und abgefackelt und zerkloppt haben. Und meiner einer es wirklich mal geschafft hat, den lieben Kroko auch mal über die Jordan springen zu lassen. gut, Ja, das Einzige, was ist, die Segel waren nicht so hoch. Es waren ja, kleinere, etwa die Hälfte von den Segeln nur ja. von der Höhe, aber mehrere. Das heißt, da waren etwa 4 bis 5 Segel Ja. Also auch ich habe ja quergestellt. immer noch so ein bisschen in Gedanken. Wir haben ja eher die kleinen Segelschiffe, die von Padma. Wir haben ja Padmas Schiff quasi ein paar Mal kopiert, ein bisschen umgebaut, ein bisschen die Blöcke variiert. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, ich weiß nicht, aber ich weiß, dass die anderen Schiffe relativ groß sind, aber ich glaube, es gab zu der Zeit Tatsache noch größere Schiffe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass zum Beispiel die Gorsch Fock eins der Schiffe ist, die es ja auch schon sehr lange gibt. Kennt das ja als Ausbildungsschiff von der Bundeswehr, also von der Navy halt bei uns, ne? Also, und die Passat, aber ich glaube, die sind viel, viel jünger. Ich glaube, die Gorsch Fock, die müsste so in der Jahrhundertwende, denken mal vom 18. ins 19. Jahrhundert ungefähr, vielleicht sogar ja, Kaiserzeiten, ich weiß es nicht. Ich hab nicht so, aber ich glaube nicht, dass die schon 100. Also ich glaube, das ist ein Schiff, was um die Jahrhundertwende Dienst gekommen ist. Aber äh, ich sag mal so, wenn ich jetzt aber unsere Hafengebäude sehe, jetzt muss ich Fatma und Ecki ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn die jetzt die Hafengebäude auch groß gebaut hätten, was ja eigentlich hätte sein müssen sollen, wenn und aber die beiden, wie gesagt, nehme ich so ein bisschen aus vor, weil die wirklich sehr viel zu tun haben und ich immer sehr froh bin, dass sie das überhaupt so weit gekriegt haben, auch mit der Zitadelle, mit Wusi im Schlepptau und so. Aber wenn die Hafengebäude jetzt die Größe gehabt hätten, die quasi zu der Stadt, also wir gehen mal vom Marstall aus, vom Michel und vom Bremer Rathaus, das sind ja so die drei großen Gebäude, Abtei und solche Sachen, ne? Das sind die großen Gebäude oder, weil selbst dein Schloss, wie gesagt, ist ja eigentlich schon im Gegensatz zum Bremer Rathaus zu klein, zu niedrig. Ah, viel
zu klein. Na? So. Das ist Aber etwa wenn wir dreifach uns so jetzt mal groß. an diesen 3 Hauptgebäuden orientieren, ist das eigentlich schon fast die Größe, die das Schiff, die das Schiff haben hätte müssen. Es ist verrückt, aber es ist so. Ja. Ja, Aber das Schiff kriegt auch noch seine Verwender. Da könnt ihr sicher sein, weil ihr wisst ja, wir haben ja so ein paar Special-Leute im Team, deren Geschichte wir natürlich euch auch noch erzählen werden. Also wir werden auch den Fokus wieder mehr auf die einzelnen Mitspieler legen, aber das Problem ist immer, wenn die Mitspieler nicht da sind oder keine Zeit haben oder sich was ändert oder aufhören wollen, dann ist das natürlich sinnlos, denen eine Epoche zu widmen. Aber das werden wir halt jetzt auch wieder einführen und ihr dürft gespannt sein, was da alles. Aber wie gesagt, dieses Schiff ist Tatsache vom Illuminatus gebaut worden im Survival und geht Tatsache auf der Map, wie gesagt, Hohe Lande, Hohe Berge, wie auch immer. Ich komme gerade nicht drauf. Im Land der Hohen Berge, so rum. Ja, wie gesagt, also da, wo auch mein Schloss steht, also wie gesagt, da steht dieses Schiff, das hat der Illo da gebaut und wir hatten einen Heidenspaß, dieses Ding. Und ihr werdet es nicht glauben, wir haben es nicht kaputt gekriegt. Wir haben es nicht vernichtet. Wir haben wirklich alles klein gekriegt, aber wie gesagt, mein Schloss und das Schiff, das haben wir nicht geschafft, klein zu kriegen. Also so wie TNT, da hätten wir wahrscheinlich eher den Server gesprengt, als dass wir die beiden Dinge da kaputt. Aber es war eine Mordsgaudi. Ja, weil das ist ja mal so eine Abschiedsveranstaltung. Immer wenn ein Server quasi bei Kroko beendet ist, geht der liebe Kroko bei mit uns als Team und dann dürfen wir alle mal mit TNT rumspielen. Sehr schön. Ja, macht viel Spaß immer. Und mit dem Feuerzeug und so. Ne? Also da. Genau. Aber keine Angst, wie gesagt, es wird vorher ein Backup gezogen. Das macht die Akui immer. Und ihr kriegt natürlich, wenn ihr die Map runterladet, eine heile Map und keine kaputte. So wie bei uns momentan. Bei uns ist ja mal Pompeii immer noch kaputt. Aber auch das, wie gesagt, gibt es ein Backup von. Ja, alles gut. Ja, wie gesagt, also ihr könnt mal sehen, also wenn ich hier stehe, wie riesig dieses Schiff ist. Ja, also schaut euch das mal an. Aber das, ob ihr es glaubt oder nicht, aber das ist wirklich Tatsache so, wenn ihr auf dem echten Master steht. Also es ist ähnlich imposant. Irre. Autsch. Ne? Auch Hier mit hat diesem. es Hühner auf dem Schiff. Wo bist du, Bubu? Ja, hat's Druckplatten. Ich klapper mich hier gerade durch die Gegend. Ah, Warum hat's Beide. hier Hühner? keine Ahnung. Sind das Bremer Hühner? Bei den Japanern zum Beispiel jetzt das Kriegsschiff, gut, es wäre vielleicht etwas kleiner, Mhm. kürzer, nicht so lang, aber du musst dir vorstellen, so wie ein viereckigen Kasten. Ja. Okay. Es hat nicht so viele Rundungen, weil es ist ja nicht, diese Schiffe waren ja nicht gedacht, um zu segeln oder ja, die waren eigentlich da für den Kampf. Und das waren richtige Panzerschiffe, schwer vor allem. Deshalb hatten sie auch Ruderer, Ja. die gerudert haben und 2 bis 3 Stöcke hoch, je nach Größe des Schiffes. Schon irre, was Und, damals gebaut war. Vor allen Dingen und die müsst ihr mal haben nur, überlegen, die haben ja nicht, wie wir heute, alles elektrische Geräte. Also selbst, müsst euch mal vorstellen, wie die zum Beispiel die Bretter da zusammengekriegt haben. Also mit Stecktechniken und Pech und Schwefel und alles Mögliche. Also wie gesagt, also wen es interessiert oder so, der sollte wirklich mal so in so ein Schifffahrtsmuseum. Da wird euch auch erklärt, also wie solche Schiffe überhaupt gebaut worden sind, weil genau, es gab keine Maschinen. Also, hallo Gamer. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das eine sehr interessante Geschichte. Also, wenn ihr euch überlegt, auch, ich meine, die
die Bootsformen, ne? Also wie das Holz teilweise auch bearbeitet worden ist. Also es gibt ja Schiffe, da glaubt man gar nicht, ja, die haben halt Rundung. Wie haben die solche dicken Bretter rund gekriegt, weißt du? Oder wie haben sie so ein Schiff? Ähm, also, wie gesagt, das ist echt der Wahnsinn. Wenn ihr jetzt mal überlegt, in der Renaissance gab es ja den Leonardo da Vinci. Und er hat solche Dinge, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er sie wirklich gebaut hat. Ich glaube, dass zum Beispiel das Ding wie das U-Boot und solche Dinge wirklich nur auf dem Papier und in seinem Kopf existiert haben. Also es gab, glaube ich, mal eine Sendung, die haben mal diese Dinge, also von denen sie wussten, versucht nachzubauen. Ich glaube, die habe ich damals in Frankreich gesehen. Da haben die das nachgebaut und es war nicht wirklich funktionstüchtig, aber mit kleinen Veränderungen sehr wohl. Ja, also so ein paar Denkfehler, wie gesagt, deswegen sage ich ja, ich vermute mal, dass er die Dinge nicht wirklich gebaut hat, sondern dass die wirklich nur auf dem Plan und in seinem Kopf. Ja, auch so die Ja, Flugmaschine. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Leonardo da Vinci irgendwo auf den Hügel hüpft und da runter hüpft mit einer Flugmaschine. Also die ist ja mittendrin gewesen. Da hätte er ja dieser ganzen anderen Sachen ja nicht. Das, was erwiesen ist, ist, dass sein medizinisches Wissen über Anatomie des Menschen sehr weit fortgeschritten war. Das war es aber bei anderen auch, nur lebte er natürlich als Italiener in einer Zeit, wo sowas natürlich die Kirche gar nicht gesehen, also nicht gerne gesehen hat. Das heißt also, man konnte sehr, sehr schnell der Ketzerei und dergleichen, wie gesagt, angeklagt werden, weil die Kirche natürlich äh, 'n Teufel getan hat, also zugegeben, also das, was er halt was für uns normal ist heute, ne, dass der Mensch ein Innenleben hat, ne? Ähm, ja, wie gesagt, das, ist für uns heute normal, die Anatomie, da ist nichts Ungewöhnliches bei, obwohl es gibt heute noch Völker, die das halt nicht anerkennen. Das ist so ungefähr wie die Geschichte mit Darwin, ne? Da wisst ihr ja auch, es gibt ja auch in bestimmten Ländern Darwin-Leugner, die einfach immer noch der Meinung sind, die Evolution ist etwas zum Essen, aber keine Geschichte. Ähm, Mm. Wie gesagt, glauben kann jeder was, aber wenn es anfängt, dann den Glauben irgendwann aufzubringen und dafür auf den Scheiterhaufen zu verbrennen, dann ist auf jeden Fall, wie Ja. gesagt, ist das halt eine Sache, die wirklich erwiesen ist, dass Leonardo da Vinci anhand von Leichen die Anatomie halt, ja, herausgefunden hat, weil er halt gut zeichnen konnte. Der hat quasi, ja auch nicht geschändet, sondern er hatte halt etwas für die Wissenschaft. Er war halt Wissenschaft. Er war halt Genau, für neugierig, die Wissenschaft, ne, für die genau. Wissenschaft. Genau. Ne? Also wie gesagt, bloß die Kirche in der Zeit hat das halt nicht zugelassen und er hat auch tierischen Ärger gehabt mit der Kirche, unter anderem. Ne? Also dem hätte das ganz, ich glaube, wenn der nicht so eine Beziehung gehabt hätte, glaube ich, durch seine Malerei, ne? Ja, ja, dann hätte Ich das glaube, Leben dann schon lange. hätte der da nicht lange gelebt. Aber er ist Tatsache sehr alt geworden. Ich glaube sogar 70 so. Ich glaube, der ist sehr alt geworden. Keine Ahnung, ich Aber war der nicht war auch dabei. sehr, sehr arm. Ich war nicht reich, relativ verarmt. Naja, wie gesagt, ihr kennt das ja. Wissenschaftler sind ja sowieso so ein bisschen eigentümlich, ne? Also legen nicht unbedingt Wert auf materiellen Besitz, sondern auf Wissen. Wissen ist Die sind, Macht. Mhm. die sind in ihrer eigenen Welt. Und der hat ja richtig, also es war ja nicht nur das U-Boot, es waren ganz viele Dinge. Auch Drehkräne zum Beispiel. Weil ihr müsst wissen, wir haben ja den Hafen gebaut. Warte mal, Gucci, wir porten uns mal zum Hafen in unserer Ja, Epoche, wo wir sind. Und ich glaube, da waren die Asiaten nämlich auch. Ah, mal kurz warten, bis der Gucci da ist, weil diese Drehkräne, die Leonardo da Vinci erfunden hat,
soweit ich weiß, dass es in der Renaissance in Europa sogenannte steife Kräne gab. Das heißt, die hatten meistens ein Haus drunter. Warte mal, wir haben doch hier, da hinten. Mal mit. Ja, Mama. Kommen Sie mal mit gerade Ah, durch. hier. Das ist so ein typischer Renaissance-Kran. Das heißt, es gibt so ein Häuschen und dann sitzt er da relativ steif da und die konnten sich nicht drehen. Ne? Also was für uns heute selbstverständlich ist, das gab es in der Renaissance Tatsache noch nicht. Ich weiß aber, dass die Asiaten da etwas fortgeschrittener waren. Die kamen dem, was Leonardo da Vinci auf dem Papier hatte. Der hatte nämlich mit Zahnrädern hier ein System eingeführt, dass man also im Grunde genommen von unten her, also in diesem Häuschen quasi so Stangen, also quasi mit Tieren oder was auch immer oder menschlicher Kraft konnte man jedenfalls mit diesen Zahnrädern den Kran so bewegen, dass er halt rechts und links quasi schwenken konnte. Das heißt, er konnte hier abladen, sich drehen und hier wieder. Ne? Und deswegen Ja, aber standen die Kräne meistens, deswegen ist dieser Kran so ein bisschen unsinnig, weil ihr müsst euch vorstellen, also der Kran, der konnte Sachen aufnehmen und der konnte sie absetzen, aber der hatte keine große Range. Ja? Das heißt also, nein, normalerweise standen die eher auf dem Steg oder weiß ich, keine Ahnung. Also auf jeden Fall nicht so, ja, wie soll ich erklären? Also wie gesagt, normalerweise hat man hier halt, was ist das? die kleineren Kräne konnte man drehen. Was zur Hölle macht die Ziege hier in der Luft? Ah, das ist eine Das ist Ziege. eine Ziege. Der rückt mich schon wieder ganz aus der Raison. Auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, dieser Kran, der wurde Tatsache mit Hilfe von Zahnrädern später angetrieben. Das heißt, ein Zahnradsystem sozusagen befand sich dann hier und so waren die überhaupt in der Lage zu drehen und Sachen. Ja, das war ja das gleiche Prinzip wie bei einer Windmühle. Ja, also hier waren Weil, es nichts anderes als irgendwelche Flaschenzüge. Letztendlich große ja, Flaschenzüge. Ne, die mit Muskelschweiß sozusagen bedient worden sind. die, Ne? die kleineren Kräne, die konnte man drehen. Aber mit der Hand halt, ne? Die musste man dann so Ja, mit einschub. Seilzug und Ja. Also, ja, von Hand. Ja, da hatten sie noch keinen Motor. ja. Also wie gesagt, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr dann überlegt, wie riesengroß diese Schiffe waren. Oder auch, was mich immer wieder fasziniert, ist auch, wie die solche großen Gebäude gebaut haben, wie den Kölner Dom oder solche Sachen halt. Ne? Also ihr müsst euch das mal überlegen. Weil wer in Köln schon mal war, der weiß, dass diese Steinquader, die kann man nicht einfach mal so. Das sind ja keine Backsteine oder was. Das sind ja Riesendinger. Die kann ein Mensch alleine gar nicht tragen. Ja, aber Doch Herkules kann das. ja, Herkules kann das. Ja. Und Herkules. Godzilla auch und King Kong Ja, und ja, genau. naja. Genau. Mit sehr vielen Opfern haben die gebaut, genau. Also wenn ihr euch das mal überlegt, also was die Menschheit auch ohne großartige Maschinen alles zustande gebracht haben. Also ich sag mal, da sind wir in der heutigen Zeit echt bequem und faul geworden. Mal ganz ehrlich. Ja, das auf Wir jeden sind Fall. wirklich bequem und faul geworden. Knopfdruck und Ne? dann geht's. Genau. Siehst du, diese Ziege stimmt uns zu, die nickt auch. Und ich finde das eigentlich ein bisschen schade, weil der Kopf von uns, der kann ja viel mehr, aber mittlerweile übernimmt ja TikTok und Co. das Denken für Frau Google und so. Ne? Also ihr müsst euch mal überlegen, also ist diese ganze Technisierung und Modernisierung eher ein Fluch oder ist das für den Menschen gut? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich empfinde es eher als bedrückend, weil ich das Gefühl habe, mein Gehirn
nutzt längst nicht mehr seine gesamten Ressourcen aus, weil viele Dinge sich einfach über 'n Knopfdruck Ja, erledigen. man sieht es ja schon in der Schule. Ja. Früher durfte man keinen Rechner benutzen. Heute Ja, darf man ja die Rechner benutzen. Und heute haben sie sogar noch Laptops in den Schulen ja, und KI, ja. Das, was aber ich was ich das hatten wir gruselig früher finde, nicht und durften auch nicht haben. das, was ich zum Beispiel mitgekriegt habe, ist, dass wir ja relativ lange Gedichte zum Beispiel lernen mussten. Ja, Ja, also wie genau. die Glocke. Und dass wir zum Beispiel, also hier in Deutschland war das so, ähm, einen gewissen Stolz auf deutsche Sprache beigebracht gekriegt haben, einfach indem wir diese ganzen großartigen Autoren halt wie Goethe, Schiller und solche Dinge alles gelernt haben. Wenn ich das vergleiche, was die heute in der Schule lesen, das ist für Oder mich, lernen. ja, oder dann solche Diskussionen anfangen wie Rechtschreibreform. Ich sage mir, was alleine mit der Sprache mittlerweile passiert ist. Das hat nichts mit Zivilisation und Moderne zu tun, das hat schlichtweg einfach mit Faulheit zu tun, weil die deutsche Grammatik zählt zu einer der schwersten der Welt. Und die Leute einfach keinen Bock mehr hatten, im Grunde genommen 10 Jahre lang Grammatikunterricht zu unterrichten oder zu lernen. Weil das habe ich nämlich noch machen müssen. Genau, Ja? genau. Dann macht man eine Rechtschreibreform und auf einmal schreibt man alles so, wie man spricht. Sorry, das hat mit mir nichts mehr mit Intelligenz zu tun. Ja? Es ist, und vor allen Dingen, wer schreibt denn in der Schule teilweise noch seine Texte selber? Die meisten benutzen einen Computer oder ein iPad. Da haben sie ein Rechtschreibprogramm, das korrigiert. Aber wenn die selber was schreiben müssen, das ist gruselig. Es ist absolut gruselig. Weißt du, wovor ich in der Schule am meisten immer Angst hatte? Vorm Diktat. Ja, Du bestimmt auch, genau, oder? genau, Ich genau, denke mal, Diktat. bei Soltur war das auch so. Die Vor die allem, wenn ein schlimmste Diktat Arbeit war kam, immer das Diktat. Ich hab's gehasst. vor allem wenn ein Diktat gekommen ist, dass man nicht vorbereiten konnte. Ja, ja. Das waren immer so aus dem Hinterhalt. Man saß morgens um 8 noch fröhlich gelaunt. Und dann kam der Lehrer rein, Genau, Hefte raus, wir schreiben jetzt ein Diktat. Ey, das ist der Horror. genau, Das war der genau. Horror. So, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das war ja bei mir nicht nur im Deutschen so, sondern ich habe das in Deutsch, Englisch und Französisch gehabt. Dann könnt ihr euch Äh, vorstellen, Diktat, Horror. Ja, aber wir haben genau. dadurch die Rechtschreibung gelernt. Da gab es keine Vereinfachung. Ja, also das ist so. Also wenn ich mich heute, sagen wir mal, rechtschreibmäßig vertue oder solche Dinge auch mit Kommatasetzung, Punkt und Strich und Tralala und solche Sachen, das können die wenigsten. Das ist gesagt, deswegen Ja, sage ich ja, ja, ihr solltet da mal ein bisschen drüber nachdenken, ob euer Hirn mehr aufnehmen muss oder ob euer Hirn eher bequemer wird durch die ganzen. Ich sage mal, ja, lest doch mal wieder ein gutes Buch. Nicht immer, weiß ich, weil, Shakespeare. haben deine Eltern auch immer mit dir geschimpft, wenn du einen Comic gelesen hast? Nö, Meine schon, meine schon. Die haben immer nö. gesagt, wenn ich dauernd Comics lese, dann verlerne ich die deutsche Sprache. Weil Ich da ist hatte ja keine Umgangssprache Comics. drin. Ja, ich schon. Ich habe immer die lustige Taschenbuchreihe gehabt. Die durfte ich mir Das holen. Einzige, was ich hatte, war Mhm. das Bravo. Ja, die hatte ich auch, ja. Hallo Dr. Sommer. Genau. Ach ja, oder der Starschnitt. Und dann verpasste man durch die Schulferien dann irgendeine und dann fehlt ein Teil. Ah, Genau. das war mal gruselig. Dann rannte man immer rum und suchte und suchte. Tja, KI ist schlau. Sag einem Computer, dass ein Kohl besser schmeckt als eine Rose und er wird zu dem Schluss kommen, dass eine Suppe mit Rosen schmeckt besser als die mit Kohl. Genau. Genau, weil eine KI ist ja nichts anderes als ein Apparat,
sagen wir mal, eine Apparatur, die das ausführt, was man ihr vorgibt und einspeist. Also letztendlich auch wieder, Genau. was soll Ich ich muss dazu eigentlich, sagen? Und Katharina, du bringst mich genau auf den Punkt. Ich habe letztens, musste ich auf die Schnelle einen Text entwerfen für ein wichtiges Schreiben. Das Lustige an der Sache war, ich habe gedacht, okay, nimmst du mal eine KI, die kommt schneller vielleicht auf die Formulierung und fällt eher was zu dem Thema ein. Weil, wie gesagt, es musste schnell gehen und ich hatte irgendwie ein ziemliches Matschgehirn an dem Tag. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Rechtschreibfehler gesehen. Ey, ganz ehrlich, ich hab da gesessen und ich gesagt, ey, das hat nicht mal mehr was mit deutscher Rechtschreibreform zu tun. Ja, Wahnsinn. ja, Absoluter auch. Wahnsinn. Also ganz ehrlich. Also ich habe eher das Gefühl, diese ganzen Maschinen lassen uns eher verblöden. Oh Mann, ey. Ich brauche die KI eigentlich nur, wenn ich ein Wappe mache für ein neues Projekt. Jo. Also so ein bisschen Sonst, rumspielen tue ich damit auch, aber wie gesagt, bei Thumbnails oder so. Aber letztendlich habe ich festgestellt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe festgestellt, dass die Thumbnails, die ich zum Beispiel mit Image-Dings da, wie heißt das? Rio. Mine-Emator gemacht habe, wesentlich mehr angekommen sind, weil einfach mein Herz da drin hängt, als wenn ich sie mit der KI gemacht habe. Klar sind die schön bunt und lustig und tralala, ja, aber selbst Rio hat mir gesagt, also ganz ehrlich, die mit dem Mine-Emator gemachten, da steckt viel mehr Herzblut drin. Man, also man gibt ja so ein Stücke da von sich raus und die kommen natürlich viel besser an. Also das sind ja ähm, diese ganzen Thumbnails, die ich damals für Bedrock gemacht habe. Ich hatte ja eine Zeit lang mal Bedrock gespielt, Bedrock-Reihe gemacht. Und da sind diese Thumbnails. Ja, oder Hardkern zum Beispiel. Hardkern 1, da habe ich die Thumbnails auch selber gemacht. Ja, mit dem Friedhof und dem Ganzen. Oder auch das, was Rio gemacht hat, dieses eine Thumbnail für meine Pause, wo ich da halt mit dem Fuchs sitze und dem Lagerfeuer. Und da ist viel mehr Herzblut drin, ja. Und das habe ich halt gemerkt, also so schön und bunt und modern die KI gemachten sind, aber sie kommen meiner Person, dem Bubu, nicht entgegen. Das heißt, ihr habt ja gesehen, die Bubu ist immer relativ verfremdet. Also man erahnt, also es ist eine gewisse Ähnlichkeit, aber es bin nicht ich. Ja, Bubu ist das hier. Das ist Bubu. Ja, so sieht Bubu aus. Ja, da ist nichts rund. Ich bin eckig, ich bin viereckig und ich stehe dazu. Hört sich blöd an. Aber es ist Tatsache so, ja. Und diese KI gemachten, wie gesagt, die kommen dem nie so nah. Ja, also das ist einfach so. Ja, sie kommen einfach dem Original nicht so nah. Klar haben wir alle mitgespielt, ja, und alle da rum experimentiert oder so, aber ganz ehrlich, das meiste Herzblut steckt Tatsache, wenn man sowas mit Mind-Emator macht halt, ne? Also wenn ihr eure Figur nehmt und sie in Bewegung bringt, ja, und die Umgebung davon macht und so. Also da müsst ihr euren Kopf anstrengen. Das muss man lernen und da muss man den Kopf anstrengen. In der KI brauche ich nur eingeben, ja, weiß ich, wie die Figur aussieht, bisschen paar Details, schreibe ich darin und dann drücke ich so lange den Knopf, bis er was passend ausschmeißt. Ihr versteht? Da muss ich mich ja nicht anstrengen. Ja, da ist ja gar kein Prozess hinter. Das ist einfach so. Das ist, als wenn ich in den Laden reinkomme und sage, ich möchte eine Jeans haben. Dann kommt die Verkäuferin mit allen möglichen Farben an, dann grenzt sie die Größe und die Längen ein. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nichts anderes, das ist nicht anstrengend. Das fordert euch ja nicht. Ne? Aber wenn ihr bei Ja, Minimeter da jede kleine Drehe, jede kleine Geste, jede kleine Feinheit, die da drin ist, ja, die ist ja alles wohl überlegt und dosiert und. Also, wie lange haben wir mal für so ein Mine-Emator, also für ein Thumbnail
habe ich teilweise 1, 2 Stunden gebraucht. Wie lange braucht eine KI? Ich schreibe einen Satz rein, so, und dann drücke ich den Knopf. Dann habe ich, weiß ich, jedes Mal spuckt er mir 4 Dinger aus, 4 Beispiele. Das mache ich vielleicht, weiß ich, 10 Mal. Äh, Brauchen tut das Ganze noch nicht mal eine halbe Stunde. Bobo, Ja, kurze Unterbrechung. Ich habe leider kleine Probleme mit den Augen. Ich muss abbrechen ja, heute. Ich gut. werde dann morgen Genau, damit du Nachmittag morgen fit bist. weitermachen. Genau. Ja, Wie okay. Ja, gesagt, das denkt ist, dran, wir machen morgen den Epochensprung. Also wenn ihr jetzt die Ja, Sachen nicht mehr ganz schafft, alles okay. Ja, okay. das Ja, ist vollkommen okay. Rio hat schon wieder den Kopf verloren. Oder ist das Soltor? Wer ist denn das hier? Es okay, ist ein danke. Ich Namenloser. mache Pause. Dann gute das ist Besserung, Rio. Wusi. Wie gesagt, ruh deine Danke. Augen aus. Und bis morgen. Ja, Achti. tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. Hast du den Weinkeller gemacht jetzt? Er ist schon gut. Er ist schon fort. So, Tag. ich gehe Ach. noch den Rest machen beim Schiff. Jo, Muss da mach noch das. die Niki, Ladungen. Niki wird jetzt auch gehen und wie gesagt, also ja, wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir machen ja mal so einen ruhigen Abend hier und So, das meiste hatte Tatsache noch Gucci zu tun frei und die anderen sind eigentlich soweit alle fertig. Ja, Ja. jetzt, warte mal, ich muss mal gucken. Ich muss. Gut, er ist weg, er kann nicht mehr. Ja, also, du hast vorhin richtig, bei Rio ist ja so ein bisschen Was? was diese ganze Geschichte anhat. Also, Solto wird es ja schon berichtet haben, dein Meister, dass in der Zeitmaschine. Darüber freut es sich bestimmt. Ja, ich glaube auch. Weil ich Ich, finde ich das, würde mal sagen, aufpassen, dass er nicht in die Finger kriegt und zurückgreift. ja, das ist meine Dass er Befürchtung. vielleicht das Buch wegnimmt. Ja, da habe Oder ich. die ganzen Essenzen. Das ist so die zweite Geschichte dabei halt. Aber wie gesagt, ich kann es auf der anderen Seite verstehen, weil ich bin schon stutzig geworden. Wir sind ja durch Epoch durchgekommen und die Leute sind immer noch im Team dabei. Obwohl die ja Hm. schon, zum Beispiel der komische Asiate, der hätte ja eigentlich in Asien zurückbleiben müssen. Aber nicht. Wieso müssen? Ja, weil der Wer sagt da aus das? der Epoche kommt, der kommt doch aus Asien. Was war die erste Epoche? Steinzeit? Oder warum ist der Leo jetzt verschwunden? Nicht schon in der Ritterzeit, ich weiß. Frage, war überhaupt jemand von uns aus der Steinzeit? Das war Verdammt. nämlich unsere erste Epoche. Naja, ich bin gerade am Überlegen. Ich habe so die Befürchtung, dass wenn Soltor sich mit Frei noch weiter in die Haare kriegt, dass wir ja die Leidtragenden sind und dann vielleicht mal was schief. Wer sagt, dass die verfeindet sind? Ich traue keinem von beiden, ganz ehrlich. Ja, weil der eine, der treibt immer nur Schabernack und der andere bringt es dann noch auf die Spitze und letztendlich machen die dann teilweise gemeinsame Sache, dann sind sie wieder am Streit. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind Geschwister. Ja. Weil Geschwister streiten sich ja auch und die vertragen sich. Dann veräppeln die sich. Oder ist es doch die alte Yin- und Yang-Geschichte? Gut und böse? Ist. Dann müssten sie sich überhaupt nicht vertragen, wenn es dem so wäre. Naja, in uns ist ja auch gut und böse vertrieben. Mm, So, wenn man nicht gerade aus dem in ein Ungleichgewicht. Also, dass man nur schleimt oder nur blöd ist. äh, Oder? wie kommst du jetzt auf Schleimen? Naja, wenn man nur nett ist, ist ja langweilig. Oder? Ja, Es ist Schleim. Eindeutig Schleim. okay. Schleime ich dann. Du kannst auch mal giftig. Hab ich schon gesehen. Rio kann auch giftig werden, ja. Nein. Ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Also es ist ein Das war, Mysterium.
Es ist ein Was haltet Mysterium. ihr auch? Ja, Was ja. hattest du auch von einem untoten Enderman? Mhm. Deswegen, also, ja. Es ist ein Mysterium, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke mal, ich habe so eine Ahnung, als wenn in Zukunft irgendwie hm, eine Zeitmaschine irgendwie ins Spiel kommt. Ich habe nur das Gefühl, dass die irgendwie, ich weiß, nicht. Also ich, ich kann es ja mal so sagen. Hm? Ich habe da was gehört, dass in der nächsten Epoche irgendwie ja nach irgendwelchen Teilen oder Hinweisen auf diese Zeitmaschine. Hast, hast Und du ich habe auch das? keine Ahnung, in welcher Epoche die gebaut worden ist. Äh, Ist die kaputt gegangen in irgendeiner Epoche? Ich weiß nichts davon. Weiß auch nicht. Ich Verstehe. weiß vielleicht eventuell in ein paar Monaten etwas, aber Oder davon waren wir hier schon mal? Oder irgendwie alles komisch. Zeitparadox. Genau. Wie gesagt, ich träume nachts ganz komische Träume. Okay. Und dieser Traum, also der nächste Traum, der hat irgendwie Schienen mit ganz vielen Erfindungen und danach Karteilen. Also ganz merkwürdig. Aber dann Hm. auch wieder so das Gegenteil. Dann ist irgendwie ganz bunt, ganz viel Keks. Kannst du mir nicht erklären. Und vor allen Dingen, Ah, warum ist der Sarg ein Einhorn? Und warum ist Gucci so blau? keine Ahnung. Und Wurde warum, zu lange warum, Luft angehalten. und warum sieht der Kai aus, als wenn er irgendwie in der Zukunft gewesen ist? Der sieht nicht mehr aus wie der Koch. Er war Koch? Koch, wohnt doch hinten in seinem Kochtopf. Keine Ahnung. Aber Ich der hatte bin, heute eine Brille auf, als wenn er aus der Zukunft kommt. Das war so eine Schweißen. ich kenne ein paar Leute von hier nicht so wirklich. Bin immer nur kurz dann wieder hier, Ja, hab aber grad wie frei gesagt, du kurz kannst oder mir mich vertrauen. herschicken kann. Du kannst mir vertrauen. Der Kai ist ein Koch hier. Und Okay. der Wusi ist ein Zwerg und kein Einhorn. Und der Koch hatte heute eine Brille auf, als wenn er aus der Zukunft, aus der Industriezeit kommt. Das ist eine Schweißer Brille gewesen, die er aufhatte. Und eine Schweißer Hose hatte der an. Mhm. Kann ich nicht sagen, ich habe ihn heute noch gar nicht gesehen. Ich habe nur die anderen zwei gesehen. Aber warum Wusi blau ist, Bestimmt zu lange Luft angehalten. meinst du? Ja, der hat hier Frostbeulen an. Weiß es nicht. Ja, oder zu lange gebadet im kalten Wasser. Ja, keiner. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir in den nächsten Epochen die Lösung für alles finden. Und ihr dürft gewiss sein, also ich freue mich jetzt mittlerweile doch sehr drauf, die Epoche zu verlassen, weil die war doch sehr aufwendig. Und ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall werden wir morgen nochmal so eine kleine Führung hier machen durch diese wunderschöne Stadt, die zwar noch nicht fertig ist, aber nicht weiter schlimm. Wie gesagt, wenn ihr auf der Map guckt, wir haben hier wirklich ja, viel entstanden. Es sieht so wenig aus, aber es ist so viel hier. Und Hm. weil diese großen Projekte natürlich doch aufgehalten. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ist hier ein wunderschönes Team zusammengewachsen mittlerweile. Und ich bin gespannt, wie das hier alles weitergeht. Ja, und es ist 22 Uhr und damit heißt es uns ein vorletztes Mal gute Nacht. Vielen Dank fürs Abo, für Like. Ihr wisst, tut nicht weh und kostenlos und so. Und ja, das, was wir morgen vorhaben, ist, wie gesagt, der Epochensprung. Das heißt, schaut um 20:30 Uhr vorbei. Dann geht nämlich Momentum erstmal in die Sommerpause bis September.
damit wir genügend Zeit für Vorbereitung haben. Wir switchen auf die 1.21 hoch. Das heißt, es kommen hier natürlich Dinge wieder dazu. Wer die 1.21 schon gespielt hat, weiß, was hier noch dazu kommt zu dem Ui. ganzen anderen Gedöns, was wir hier haben. Was ihr auch noch nicht ganz so kennengelernt habt, aber das kommt jetzt. Könnt ihr gefasst sein drauf. Auf jeden Fall wird das sehr, sehr lustig. Ja, wie gesagt, in der Zwischenzeit, wie gesagt, nächste Woche mache ich erstmal eine Woche wirklich kein PC an. Verzeiht mir, aber 365 Tage hintereinander äh, gefühlte reichen jetzt auch mal. Ich brauche jetzt mal eine Woche Abstand von meinem PC, damit ich auch wieder neue Ideen sammeln kann. Ich denke mal, das versteht ihr. Auf jeden Fall gibt es morgen nochmal Momentum. Ich werde morgen auf jeden Fall die 5 Mitgliedschaften noch auslosen. Also kommt gegen 20:30 Uhr gerne in den Stream. Wie gesagt, ich habe noch 5 zu verschenken. Mit dieser Mitgliedschaft seid ihr berechtigt, auf den Community-Server zu gehen, der in der nächsten Zeit übrigens auch auf die 1.21 switchen wird. Und dann auch mit Nether und End. Ne? Weil, Gleichzeitig? nein, wir machen natürlich eins nach dem anderen, aber die sind dann funktionstüchtig. So, meinte ich. Das mit dem Nähte muss man, wenn dann rechtzeitig Bescheid sagen, Ja. aber ich werde wahrscheinlich nichts Großes machen dann, Nein, weil das, ich Zeitmangel habe. wie gesagt, also da werden wir noch mal so ein paar Testläufe machen, aber wie gesagt, die eine Woche will ich Abstand haben, weil danach fängt für mich das sehr intensive Arbeiten mit unserem Kirito zusammen und meinem Team, weil wir da einiges vorbereiten müssen. Ihr wisst, im September haben wir dann auch 2-jähriges Momentum-Jubiläum. Das wird ein bisschen anders laufen. Es wird werden. Ich hoffe, dass das so klappt, wie ich mir das mal ausmale. Es wird quasi ein kleines Event wieder geben. Was gibt's noch? Wie gesagt, morgen letzte Mal Momentum. Eine Woche nix. Und dann geht es auf jeden Fall die Woche drauf wieder mit Steampunk weiter. Und ich denke mal, dass wir zusätzlich noch, ja, ich muss gucken, wie ich drauf bin. Vielleicht wieder Frühstücksstream machen oder auf jeden Fall Community-Server. Das heißt, ich werde da jetzt auch wieder aktiver drauf werden, halt, weil ich ja bestimmte Sachen da noch abklären muss und gucken muss. Und ja, ihr wisst ja, da habe ich ja auch meine Steampunk-Base zu bauen, ne? Ihr wisst ja, der Unterschied zwischen Steampunk und dem Server ist, Steampunk ist ein gemoddetes Game mit über 300 Mods, während der Community-Server ein reiner Plugin- und Data-Pack-Server ist. Ja? Das heißt also, ihr müsst da nichts runterladen, gar nichts. Ne? Nur eure eigenen Mods, die ihr halt nutzen wollt. Und ja, wie gesagt, ist der Bedrock Java Server, der ist momentan noch auf der 1.20.4, aber wie gesagt, der wird in der nächsten Zeit jetzt auf die 1.21 switchen, genau wie Momentum, und das braucht halt seine Weile. Und damit ich den ganzen Nerv dafür habe, brauche ich jetzt einfach mal eine Woche Abstand vom PC. Ich denke, das versteht jeder. Und ich werde mich dann hier in meinem Haus austoben. Und dann kommt ja schließlich auch noch die Gamescom, ne? Da ist mein halbes Team dann eh nicht griffbereit, weil die alle da für die Gamescom da rumhängen. Ich kann halt aus Nee, privaten Gründen nicht. Ja, also die du meisten auch rennen da nicht mehr. rum. Nein, ich nicht. Nein, leider nicht. Ich wäre gerne, aber das ist halt, geht einfach aus privaten Gründen. Ist ja mit krankem Mann und so. Das funktioniert Stimmt. nicht. Ja, aber wie gesagt, wenn ich Glück habe, erwarte ich ja einige und vielleicht gibt es dann im Discord paar lustige Fotos oder ich weiß es. Ich lasse euch einfach überraschen, wie das so ablaufen. Ich weiß ja, die sind ja alle da eine Woche quasi um der Ecke von mir und mal schauen. Mal schauen. Ja, was da alles so passiert halt. Aber wie gesagt, Rio, wir werden es überleben, oder? Boah. Ja, Wir haben in den letzten Jahren das überlebt, oder überleben wir naja, das eine eben, auch. eben. Und nächstes Jahr ist ein neues Jahr. Na? Man weiß ja nie. Auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Jahr haben wir dank euch mit eurer Hilfe und meinem Team, wie gesagt, es geschafft, für Mimi eine Woche, wie gesagt, Gamescom rauszuschlagen.
Und die freut sich da schon wahnsinnig. Die wird von Tag zu Tag immer hibbeliger und kribbeliger. Mm, Das ist ja lustig. Jetzt muss sie nur noch richtig 100 Pro gesund werden. Sie hat ja noch ein paar Tage. Und ja, dann wünschen wir unserer Mimi natürlich ganz viel Spaß, weil die vertritt natürlich hier alle. Und ein paar andere werden da auch sein. Der Kai ist da. Auf jeden Fall. Ich denke mal, die Stine wird da sein. Ich weiß es nicht. Kirito war sich noch nicht sicher, ob er da hinfährt. Also wie gesagt, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall weiß ich, dass Cooper und Skeletto wohl da sind. ja, Ähm, die und habe ich einige, auch schon gefragt. ja, und einige andere. Aber das, wie gesagt, das ist ja auch immer so ein Finanzproblem und umso kurzfristiger ist, umso schwieriger ist es auch, irgendwo einen Schlafplatz zu finden. Klar, ich habe Zelte, die ich notfalls ausschmeißen kann. Also ich habe ja auch einen großen Garten, das ist nicht weiter das Ding. Aber wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen wetterabhängig. Und außerdem wohne ich ja auch nicht in Köln, sondern eine Stunde weg. Das heißt, da muss man ja auch erstmal hinkommen. Wenn man mobil ist, dann ist das schon ein bisschen doof. Ne? Wie gesagt, ist alles ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, wenn wir Bock haben, nächstes Jahr dahin zu gehen, wer weiß, so Gott es will, dann schaffen Rio und ich das nächstes Jahr halt dahin zu gehen. Sonst rennt's ja nicht weg. Vielleicht, Ne? wenn ich Sonst über rennt's ja Bock nicht. habe. Genau. Sonst rennt's ja nicht weg. Gut, okay. Also, das war's für heute. Und wie gesagt, wir sehen uns morgen um 20:30 Uhr. Erscheint zahlreich. Wie gesagt, ich schmeiße mal 5 Mitgliedschaften morgen raus, mit der ihr halt auf den Community-Server auch rauf könnt. Wie gesagt, ich nenne ihn jetzt mal provisorischen. Ja, weil die letztendliche Entwicklung kommt natürlich dann, wenn die 1.21 ist. Aber wie gesagt, ihr könnt da jetzt auch ja, wirklich euren Spaß haben. Also wer es nicht glaubt, der sollte sich die alten Streams angucken vom Community-Server. Und ich werde dann quasi mehr oder weniger mal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall wird es weiterhin immer mittwochs und freitags Steampunk geben. Das wird so bestehen bleiben. Was ich an den anderen Tagen mache am Wochenende, das weiß ich noch. Wie gesagt, weil ich habe auch privat hier viel zu machen. Ich möchte vor allen Dingen alles Liegengebliebene mal erledigen, weil, wie gesagt, ihr glaubt es nicht, weil jeden Abend Stream ist eine sehr anstrengende Sache. Das ist nicht einfach mal so, ich setze mich hin und drehe Däumchen und mache einfach nur einen Knopf drücken oder so, sondern da steckt auch relativ viel Planung und Arbeit hinter. Ja, gut. Dann kommt gut durch die Nacht. Ich danke fürs Zuschauen und ich sag mal so. Morgen. Gute Nacht, Rio. Ja,